Barahapiram natavarabapu karnayo karnikaram Viddhadvasakanakakupisam vaijayantinchamalam Randhana vena radarasudaya Purayana gopavindai Bindarannam sapadaраmanam Pravishad gita kirti Barahapiram natavarabapu karnayo karnikaram Viddhadvasakanakakupisam vaijayantinchamalam Randhana vena radarasudaya Purayana gopavindai Bindarannam sapadaраmanam Pravishad gita kirti. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, there is nothing in this material world for which Guru Vaishnava can Es gibt nichts in der Welt, vor was Guru und Vaishnavas sich angezogen fühlen. Srila Bhaktisiddhanta hat gesagt, dass nichts in der Welt anziehend für Guru und Vaishnavas ist. Actually, yesterday I was discussing about this factor. Also gestern hat er über den Punkt gesprochen, dass Sukadev Gosvami also er ist geboren als Paramahamsa und nichts ist in der Welt, von was jetzt Sukadev Gosvami angezogen werden kann. Aber der Vers Atmaramascha Munaya, also nur in der endlosen Universen ist eine Attraktion, das ist Bhagavan Sri Krishna. Also nur für Bhagavan Sri Krishna fühlen wir Anziehung, das ist natürlich, das ist wie ein Magnet. Aber wir sind jetzt nicht in der Auffassung, dass wir uns angezogen fühlen, weil eben eine gewisse Hülle um das ist. Deswegen empfinden wir jetzt keine Attraktion für Krishna. Wie zum Beispiel ein Stück Eisen, was keine Attraktion hat zu Magneten. Magnet. Also wenn auf dem Eisen Rost ist, nachher kann das Eisen vom Magneten auch nicht angezogen werden. For that magnet is quite natural due to Maya. Also wir sind in derselben Situation, dass wir mal nicht angezogen werden, weil wir auch so Rostschicht über uns haben und fühlen jetzt keine Attraktion vom Krishna. Also nach der Geburt ist Sukadev Gosvami sofort aus dem Bauch gekommen ist, sofort in den Wald gegangen, weil er keine Anhaftung und nichts gehabt hat. Keine Attraktion, nichts hat ihn angezogen. Hat es nicht interessiert, wer sein Vater ist oder seine Mutter. Er ist just in den Wald gegangen und hat nicht zurückgeschaut. Und Vyasadev Goswami hat geweint, weil er eben dachte, jetzt ist er wirklich der passende Behälter ist gegangen, wo es möglich wäre, den Rasa, den Geschmack vom Bhagavatam in den Topf einzuleeren. So der Sukadev Goswami war der richtige Behälter, aber er ist gegangen. Und deswegen hat er dann 2 Schüler geschickt von ihm im Wald als Holzfäller, haben die sich verkleidet und sie sollten nicht mit ihm sprechen, sondern sie sind nur im Wald und schneiden dort Holz und rezitieren Verse vom Srimad Bhagavatam.
so wie ich es euch sage, dass die 2, 3 Verse singen könnt. Pariksit nimmt Geburt. Also das war der Vers, was er gesungen hat. Leve gotim dhati uchitam tato anyam kangva dayalum saranam brajam. This two stroke is very important. Also die 2 Verse sind sehr wichtig. Die geben das komplette Bild über die Form und Glorifikation von Krishna. Also eine ist sehr anziehend, der ist über seine Schönheit, seine wunderbare Form. Pariksit Natavarababu Karnayo Karnikaram Randan Venu Ratara Shudaya Puran Goparan Vrindaranyam Swaparanatam Shatpagite. Das ist ein wunderschöner Vers über Krishnas Form. Und der zweite ist, wenn Putana gekommen ist mit Kalkut, das ist ein Gift, das was sie auf der Brust tragen hat, weil sie wollten Milch eben zu Krishna geben. Aber doch, Krishna hat ihr die Position von einer Dhatri, einer Schwester, so ein Nursemaid, also so eine Schwester geben, die was auf ihn aufpasst in Golok Vrindavan. Also die Perfektion hat sie erlangt, obwohl sie zuerst mit Gift gekommen ist. Also er ist so barmherzig. So wem soll man eben verehren und lieben? Wem anders soll man lieben oder verehren als die barmherzige Person Krishna? Sie Nandanandan Krishna, der was demjenigen so eine hohe Position gibt, obwohl er ihn eigentlich töten wollte und Gift geben wollte, die Putana. Also auf die Art und Weise, wenn der Schüler die Verse gesungen hat, die 2 Verse vom Bhagavatam, Sukadev Gosvami hat geschaut, oh, links und rechts, wo kommt jetzt der Gesang her? Singt's mehr, singt's mehr. Also nachher sagen die, du willst mehr hören von dem, nachher komm mit uns, geh mit. Und nachher haben sie ihn zurückgebracht zu Vyasadev Gosvami. Und in dem Fall hat Vyasadev Gosvami die Chance bekommen, den Rasa zu Sukadev Gosvami geben. Also das ist ein Topf, der was keine Löcher hat. So eben, heutzutage kriegen wir durch das Srimad Bhagavatam. Ansonsten wäre es nicht möglich, dass das Srimad Bhagavatam zu uns kommt. Wir haben auch den Punkt uns angeschaut, dass Sukadev Gosvami Srimad Bhagavatam gesprochen hat in Shuktal. Und das Bhagavatam, also da waren so viele Devotees zu der Zeit. Und Sukadev Gosvami, der nächste Schüler von Sukadev Gosvami. Also er kann alles verdauen, das Sukadev Gosvami, was Sukadev Gosvami spricht. Also in der Glorifikation vom Srimad Bhagavatam hat er das schon drüber gesprochen. Es sind so viele Devotees, die was in der Audienz sitzen
Aber warum ist dann nur ein Wagen gekommen für Dundukari, der was ihn Vishnu-Loka gebracht hat und alle anderen sind da gewesen. So viele waren da, aber nur er ist gekommen. Und die haben dann gefragt, warum? Warum ist nur er dorthin gekommen? Weil sie eben das Ganze nicht wirklich verdauen und aufnehmen haben können. Nur Dundukari, der hat wirklich mit der hat also ganz konzentriert gekocht und mit vollem Herzen. Und jetzt das Gleiche ist, Sukadev Gosvami, der spricht das Srimad Bhagavatam und Sutta Goswami verdaut es. Das ist nichts, so, und jetzt spricht Sutta Goswami das Srimad Bhagavatam vor in Naimisharanya, bevor 16.000 Rishis. Now point is that we are coming up to this point. So Sukadev Goswami discussing, and up to this point we are coming. Also zu dem Punkt sind wir gekommen, das letzte Mal, wo eben jetzt Bhisma auf dem Schlachtfeld liegt. Und Bhisma hat die Möglichkeit, dass er eben seinen Körper aufgibt nach seinem Willen. Und deswegen wartet er. Also Leute sagen auch, es gibt zwei Divisionen im Jahr, Uttanaya und Dakshinaya. Uttarayan, also das ist ein schöner Weg. Also wenn eine Seele den Körper verlässt in der Zeit von Uttarayan, dann ist das ganz günstig. Dakshinayan, das bedeutet, dass du mehr Schwierigkeiten auf dich nehmen musst. Aber bei dem Bhagavatam, im Srimad Bhagavatam, wenn du das so verstehen willst, dann ist das eigentlich nicht richtig. Wenn man jetzt sagt, dass Vyasadev Gosvami Bhishmadev wartet auf die Uttara, dass sein Körper verlässt. Ist das das richtige Siddhanta? Wenn man so denkt, ist nicht wirklich richtig, weil ein reiner Devotee, der jederzeit, wo der seinen Körper verlässt, geht er nach Golok Vrindavan. So, was ist die Bedeutung und der Grund von dem Uttarayan? So, Dakshinayan und Uttarayan, die zwei Wege sind da. Also was ist das exakte Bedeutung von Uttara? Gestern hat er uns schon gesagt, wo Uttara geweint hat, oh Krishna, bitte beschütz mich, beschütz mich. Dann ist Krishna gekommen und ist in den Bauch eingegangen von der Uttara und hat somit Pariksit Maharaj mit einem Klab, so einem Feuerrad Chakra geschützt. Uttaraya garbhe jassu sayanam iti uttarayan. Uttara, in his womb, who taking seat, is Uttara. Uttarayan means... Also Uttara bedeutet... Uttara kann man sagen, dass es bedeutet Uttara, derjenige, was voll mit Hingabe ist. Uttara. Also Uttara bedeutet der, was ein Herz voll mit Bhakti hat. Also wie kannst du wissen, dass es wirklich ein wunderbarer Devotee ist, der in dem sein Leben, wenn irgendein Problem kommt, wenn irgendein Problem ist und du schreist für Krishna, nachher weißt du, dass das ein großer Devotee ist und nur abhängig bist von Krishna. Draupadi, wenn sie zum Beispiel beleidigt worden ist, da hat dem Krishna gewartet, weil sie hat immer andere Namen ausgerufen. Sie hat gemeint, Bhisma kann das stoppen oder Dhrtarastra kann das stoppen, die können mir helfen. So, sie hat so viele andere Verwandte und Personen gehabt, die was sie angesprochen haben, hat, bevor
dass sie ihr helfen. Also sie hat gewartet. Sie hat nicht direkt für Krishna ausgerufen. Erst wenn ihr niemand geholfen hat, nachher hat sie die Hände hochgehoben und hat geschrien, oh Krishna, oh Krishna. Und in der Zeit ist Krishna sofort gekommen. Und nachdem das passiert ist, hat die Draupadi ihn gefragt, warum bist du nicht gleich gekommen? Und nachher hat Krishna gesagt, oh, du hast zuerst eben die abhängig gemacht von den Verwandten von dir. Und erst wenn du mich wirklich gerufen hast, dann bin ich gekommen. Kunti Devi genauso. Der hat auch Krishna gerufen. Aber auch ein bisschen später. Aber Uttara, die hat gleich Krishna gerufen. Also wenn das Problem gekommen ist, dann hat sie sofort im Namen von Krishna und ist nur von ihm abhängig. Also wenn immer du in Probleme bist, wenn du Zuflucht beim Krishna suchst, das ist die beste Einstellung. Aber wenn du die abhängig machst von Geld, von irgendwelchen einflussreichen Personen, und du da denkst, die können dich schützen, in dem Fall kriegst du nicht die volle Barmherzigkeit von Krishna. Und Pitama Bhisma hat nicht gewartet für die Uttarain, obwohl es geschrieben ist, aber Uttarain bedeutet Uttara Devi. In ihrem Bauch ist der Same des So Shayan bedeutet nicht schlafen. In dem Herz von einem Devotee, Krishna kann Rast nehmen. Wie Hiranyakashipu, wenn Hiranyakashipu das Wort hernimmst und Wort für Wort jetzt aufteilt, Hiranya bedeutet Gold und Kashipu bedeutet Bett. Kashipu means bed. So what do you mean? Guru Varga explaining. Also Vishwanath Chakravarti und Guru Varga, die erklären das Kamini Kanchan. Also Bett bedeutet Kanchan, Gold und das ist das gleiche Wort. Der Uttara bedeutet nicht nur schlafen, sondern eben, wo Krishna sich komfortabel fühlt. Anya Vilasita Shunyam. Also auf die Weise hat Pitama Bhishma gewartet, auf dem Feld von Kurukshetra und gewartet. Also er weiß, dass Krishna kommen muss. Deswegen wartet er auf ihn. Also wenn alle Truppen, die ganzen Truppen zusammen mit Krishna nach Kurukshetra gehen, um Pitama Bhishma zu treffen, um ihre Ehrbietungen darzugeben. Zu der Zeit, Pitama Bhishma hat sich ausgesprochen und hat einen gewissen Schmerz im Herzen gehabt. Er sagt, oh, es ist sehr eigenartig, dass ihr alle so viel Schmerz habt in eurem Leben, obwohl Krishna in eurem Leben ist. Warum habt ihr so viel Schmerzen? Als erstes deine Mutter, dann ist der Bandu gegangen, dann ist sie ganz allein. Nachdem hat sie 5 Kinder gekriegt. Das sind sehr klein, in dem jungen Alter hat sie die zu erhalten, alle. So, sie hat die ganzen Schwierigkeiten auf sich nehmen müssen. Und dann Dhrtarastra. Und haben sie alle auch in Schwierigkeiten gebracht, obwohl Krishna immer mit euch ist. So wie ist es, dass ihr zur selben Zeit Schmerz habt, ist verwirrend. Also die Antwort, die es jetzt geben, auch von Pitamba. Also Pitamba gibt eine klare Antwort.
Sapalo yadavase loko bayoribo ghanavalihi sarvam kalakritam manne. Ninth Adhyay, 14th sloka. Sarvam kalakritam manne bhavatam cha jadapriyam sapalo yadavase loko bayoribo ghanavalihi. Sarvam kalakritam manne. Kal. Kal means time. Also Kal bedeutet Zeit. Kalakritam manne. And Kal means Krishna is also the original cause of time. Also Krishna ist auch die wirkliche Ursache von der Zeit. So Krishna ist auch Kal. Mahakal, Mahadev hat auch manchmal die Verantwortung. Die kommen auch von Krishna. Kal bedeutet Zeit. So, Sarvam Kala Kritam Manne, flow of time is Sarvam Kala Kritam Manne. I think Also ich denke, dass alles gemacht, ausgeführt ist bei der Zeit. Alles, was in deinem Leben passiert. Actually, everybody is bound to discharge their own duty. Everybody is bound to discharge their own duty. It's a must. They cannot avoid that duty. If they avoid, also jeder muss eben seine Duties ausführen im Leben. Das, was für sein Dharma bestimmt ist. Alle Lokpal, also die Devatas von gewissen Orten, also zum Beispiel Varuna, Indra, der Sonnengott, Varuna, Agnidev, der Feuergott. Also die haben alle eine spezielle Aufgabe und eine spezielle Verantwortung, welche gegeben worden ist von Krishna. Und die müssen alle die Zeit einhalten und das Exakte, wenn man jetzt sagt Zeit, das ist Krishna. Also ohne ihn hat es keine Bedeutung. Krishna ist der wirkliche letzte Grund, die Ursache. So, er ist die Zeit. So die Lokapals, die sind eben gebunden, dass sie die Aufgaben von Krishna ausführen müssen, genau nach der Zeit. Die Sonne muss aufgehen, keine Sekunde später. Also die höchste Ursache, sagt sie, er ist jetzt der höchste Person, aber er ist auch dein Onkel. So you see, you think Krishna is your brother. Also du denkst, dass Krishna dein Bruder ist. Oh Panchabandas, ihr denkt, dass Krishna der Bruder ist, aber er ist ja die höchste Persönlichkeit. Also ihr habt ihn eingeteilt, den Wagen zu lenken. Also wie ist das möglich? Oh mein Gott. Ihr habt ihn eingeteilt als jemanden, der was Nachrichten dort und dort hinbringt. Aber in Wirklichkeit ist er die höchste Persönlichkeit. Also ihr habt alle so viel Möglichkeit gehabt, das sagt jetzt Bhisma eben auf dem Feld. Pitama Vishwa speaking, I am just waiting, you see. Pitama Vishwa waiting. Also Pitama Bhishma, der wartet jetzt. So that Krishna can, Pitama Vishwa 100% faith that someday, today or tomorrow, Krishna can come. Er wartet ihm jetzt auf Krishna, dass er ihm Darshan gibt. Weil Krishna nennt sich auch Bhakta Vatsalya. Also er liebt seine Devotees so sehr.
Kalevaram jabodidam hinomi aham prasanna hasarunulochano ullasat mukhambuja dhyana patho chaturvaja. 24. Sa deva deva bhagavan pratikshatam kalevaram jabod idam hinomi aham. Till then, when? Till my, living body. Also zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Körper verlässt, warte ich. Weil ich weiß, dass Krishna kommt. Kalevaram jabod idam hinomi aham prasanna hasarulochano ullasat mukham bhujo dhyana patho chaturbuja. 4 hands Krishna is just Also waiting. der vierhändige Krishna, der wartet. Also ich will, dass der Krishna kommt. I want to meditate on this, Sarup. Also ich will über die Form I want to meditieren. think that Krishna is there standing in front of me and I am going to leave my Dass body. Krishna eben vor mir steht und dann verlasse ich meinen Körper, So, indem ich mich vollkommen in ihn absorbiere. so I expect this, that Krishna can come and give me darshan in front of Also ich erwarte mir das, dass ihm Krishna kommt und ich sehe seine wunderbare Form mit 4 Händen, Lotusaugen und dann verlasse ich den Körper. Das ist mein Wunsch. Wie zum Beispiel Haridas Thakur, der was ihm vor Chaitanya Mahaprabhu sein Leben aufgeben wollte. Oh, was ist mit dir los, Haridas Thakur? Und er sagt, ich denke, dass ich bald eben von der Welt gehe. But please bless me Aber bitte segne so mich, that I cannot see this kind of lila. dass Better before er denkt sich, dass Chaitanya Mahaprabhu geht. So deswegen sagt er, bitte lass mich davor den Körper verlassen, weil ich will nicht das sehen, wenn du die Welt verlässt. Und am nächsten Tag ist Chaitanya Mahaprabhu zu Haridas Thakur gegangen, weil er eben den Wunsch davor ausgedrückt hat, vor seinem Herzen, dass er eben bitte vor ihm den Körper verlassen will. Und ich möchte deine Lotusfüße auf meine Brust nehmen und in dein Lotusgesicht schauen, deine Lotusaugen, deinen Lotusmund sehen. Kannst du mir bitte den Wunsch erfüllen? Und Mahaprabhu sagt, oh, Krishna ist sehr barmherzig. Also er sagt nicht, dass er barmherzig ist, er sagt, dass Krishna barmherzig ist. Obwohl er selber Krishna ist. Aber genau am nächsten Tag ist Chaitanya Mahaprabhu zu ihm gekommen und fragt ihn dann, hey Haridas, was ist passiert, was ist los? Und dann sagt er, komm vor mir bitte. Und nachher nimmt er die Lotusfüße und schaut in das Lotusgesicht von Mahaprabhu und verlässt die Welt. Und Mahaprabhu schreit, oh, heute sehen wir das Verscheiden von Srila Haridas Thakur. Und das gleiche ist in Dwapara Yuga. Bhisma. So today, Bhismir Nirjan Aji Hoilo Saran. Today, Bhisma, when living body, just today, we remember that very thing. Wir erinnern uns an die Zeit, without will, wie Bhisma eben die Welt verlassen hat. Actually, Haridas Thakur not going to leave his body. Also, Haridas Thakur, wenn der sich wünscht, die Welt zu verlassen, nachher kann er es. Aber er wartet eben Pitamba. Now, actually, here Pitama Vishwa now finding Krishna, because Krishna already coming in front of him. Also Krishna kommt vor ihm dann, um seinen letzten Wunsch zu verfüllen, vor Bhisma. Und alle Rishis, die sind auch dort. To stay there, up to the last moment of. Und die alle, die bleiben da, bis eben jetzt
Pitamba den Körper verlässt. Alle ganzen Rishis und Weise, die sind angereist zu dem Ort und bleiben jetzt bis zu dem letzten Moment. Up to the last moment of Pitama Vishwa, they took decision to stay there. So they are waiting, and now they are watching. Die warten und warten, und jetzt konzentriert sich Pitama Bhishma an die Lotusfüße von Krishna. Watching Krsna, the Supreme Lord. But actually, point is that, what is the secret Siddhanta here? Was ist das verborgene Siddhanta da? Is the Supreme Lord. Sri Krishna ist der höchste Herr und Yudhisthira Maharaj ist unglücklich, fühlt sich traurig. Yudhisthira Maharaj thinking, also er denkt sich, dass er ihm jetzt der Verantwortliche war, dass das der Krieg, was dort war, durch ihn passiert ist. So viele Tausende von Tausende Soldaten sind gestorben. Vielleicht manche Soldaten sind der Vater von wem, vielleicht manchmal der Sohn, vielleicht. Und jetzt haben sie alle den Körper verlassen. So, vielleicht hat er sich gedacht, bin ich jetzt die einzigste Persönlichkeit, was für das verantwortlich war. Yudhisthira Maharaj hat auf die Art und Weise geweint. Und um jetzt ihn zu beruhigen, Krishna, the Supreme Lord, is more than sufficient. But Krishna knowing, Yudhisthira Maharaj thinks, I am his father. Also Yudhisthira Maharaj denkt, also Krishna hat da die Lotusfüße vom Yudhisthira Maharaj berührt. So, wenn er jetzt, also er denkt sich dann, dass er sein kleinerer Bruder ist. Er kann nicht Krishna jetzt unterweisen. So deswegen, wenn er jetzt alle Formen Pitama Bhishma bringt, nachher kann Pitama Bhishma sie unterweisen, weil er die alle schon liebt vom Herzen. Das ist ja warum Krishna sie alle auf das Schlachtfeld gebracht hat. So, you see, now So Pitama Bhishma gibt jetzt im Ratschlag zu Yudhisthira Maharaj und all die, was dort anwesend sein. Pitama Bhishma giving advice in front of Yudhisthira Maharaj, but everybody hearing. Und er gibt den Ratschlag, aber alle hören zu, alle hören mit, alle im Pitama Bhishma. Also er ist einer von den 12 Mahajanas. Yudhisthira Maharaj. So Yudhisthira Maharaj hat Fragen gestellt über Raja Dharma, Samaj Dharma, Stri Dharma, Bhagavat Dharma, über die ganzen Sachen. Stri Dharma bedeutet, wie Frauen ihr Leben führen sollen. Was ist ihr Weg oder Politik oder über soziale Dinge, wie man eben das ganze Königreich erhaltet. Auf die Art und Weise, um sie Fragen und Antworten zu geben. Was ist Bhagavatam und Pitamba spricht über die ganzen Dinge. Und Yudhisthira Maharaj hört und verarbeitet es. Nachdem after the advice is over, after speaking everything, also nachdem er alles gesprochen hat, even those women, for them are his duty. Pitama is just speaking everything. Also er spricht alles im Detail. Für Sannyasis, was sie zum tun haben, Brahmacharis, was sie zum tun haben, Frauen, was wirklich ihre Aufgabe ist. Und nachdem Pitama Bhishma hat über den Ruhm von Krishna gesungen, nachdem er all die Ratschläge gegeben hat.
chanting the glories of, Krishna. about Krishna. Devavana kamanam tamal varnam ravi karagauravaram varam dadhani bopura lokukula britananabjam vijaya sakhira tirastu me anavadya. 33. Yes. Tribhuvana kamalam tamal varnam ravikaro gauravaram varam dadani bopura lokukula britananabjam vijaya sakhira tirastu me anavadya. Is the topmost, attraction is Krishna. Tribhuvana kamalam tamal varnam is like cloud. Also Krishna ist derjenige, der was der Anziehendste ist. Er hat so wunderschön wie eine bläuliche Regenwolke und er tragt goldenes, gelbenes, ein Überhang, ein Pittanbaum. Also das ist wie, wenn am Morgen die Sonne, das Licht aufgeht, das ist so wie geschmolzenes Gold. So ist die Farbe von dem Umhang, dem Pittanbaum. Oder sei Quant, sei Dress. Und sei Körper Alakatilakam. Also das ist so wie Kosmetik für seinen Körper. Und eine wunderbare, duftende Girlande. And I expect Vijaya Sakhe, who is acting as the friend of Arjun, so I expect So er erwartet sich, weil er der Freund von Arjuna ist. My mind continuously without any, stoppage. So dass ich wünsche mir jetzt, dass meine Gedanken zu 100% jetzt absorbiert sein in Krishna, ununterbrochen. Yudhisthira kacholulito sramabarjalam kritasya mamo nishita sarir vividdamanastachi vilasat kavachayastu Krishna atma Yudhisthira garajo viddham raviswak kacholulito samavarjalam kritasya mamo nishita sarir vividdamanastachi Vilasad Kavachayastu Krishna Atma. Krishna is the super soul. 34. And while I saw Krishna in the battlefield, also wenn Krishna auf dem Schlachtfeld gesehen hat, war eben Krishna der Wagenlenker und die ganzen Staubpartikel vom Sand, von der Erde, sein Gesicht ist bedeckt mit dem ganzen Staub und es schaut viel, viel schöner jetzt aus, der Krishna. Also das ist bei den Pferden, wenn das so schnell krank sein, nachher seinem die ganzen, der Sand, der Staub von der Erde, das ist so in sein lockriges Haar und sein wunderbares Gesicht, hat sich das abgeleckt und das schaut jetzt viel, viel schöner aus. Und der Schweißtropfen sind auch auf seinem Gesicht. So, Pitamba sagt, ich liebe Krishna wirklich vom Herzen. Aber er ist in meiner gegnerischen Truppe. So, ich war gebunden, ihn anzugreifen. Mit Pfeil und Bogen. Also was soll ich machen? Er war in der anderen gegenüberstehenden Truppe.
Und manchmal hat er angeschossen und nachher ist Blut aus seinem Körper gekommen. Aber Krishna will durch das einen Idioten aus dem machen, die was ihm nicht verstehen können. Und eben, Pitamba sagt jetzt, dass das auch eine wunderbare Dekoration war, wenn ein bisschen Blut aus seinem Körper kam. Pitamba spricht jetzt so in der Weise. Aber ich war sehr beeindruckt, wo Krishna ihm versprochen hat, dass im Kurukshetra, am Schlachtfeld, dass er keine Waffe berührt. Aber Pitamba sagt immer, ich habe mich entschieden, dass ich bin im Pitamba Bhisma und ich mache es möglich, dass du eine Waffe angreifst, weil das mein Versprechen ist. Also ich werde so eine Situation so organisieren, dass du gebunden bist, eine Waffe zu tragen, obwohl du eben vorher gesagt hast, na, du willst keine Waffe in dem Krieg tragen. Und so spricht jetzt Pitambara und weint und er kann sich eben nicht jetzt bewegen, weil er auf dem Bett von Pfeile liegt. Arrows. Everywhere. Pitama Vishnu cannot move. But still, from heart, when Krishna came, Pitama Vishnu paying prostrated dandavat to Krishna, mentally. Also im Mental hat er dann in Krishna, wenn Krishna gekommen ist, seine Ehrerbietung dargebracht, weil er selber hat sich ja nicht bewegen können, weil er auf dem Bett von Pfeile gelegen ist. Also die Frage stellt sich, wie ist es Möglichkeiten für Pitamba Bhisma, dass er so lang spricht, obwohl er eben auf all die Pfeile gelegen ist. Sein ganzer Körper war voll mit Blut. Aber wenn Krishna vor Pitamba Bhisma gekommen ist mit seinem sein süßes Antlitz, dann hat er den ganzen Schmerz von ihm genommen. Und deswegen hat sich jetzt Pitamba Bhisma wohlgefühlt und so hat er sprechen können, mehr und mehr. Ansonsten wäre es nicht möglich gewesen zu sprechen. 37. Nigamam apahayo mat pratigyam ritam adhikartum avapluto rathasto dhito ratho charno bhagayat chaladgu haridiva hantamibham gatottariyo. But then saw Nigamam apahayo, Krishna promised. Saw Nigamam apahayo mat pratigyam ritam adhikartum avapluto rathasto. Also obwohl er eben dass das Versprechen, was der Devotee macht, dass das niemals nicht ausgeführt wird. Deswegen hat Krishna ist dann aufgesprungen und ist vom Wagen runtergesprungen und hat ein Wagenrad, ein gebrochenes Wagenrad genommen und Krishna wollte es dann wegwerfen. So wie zum Beispiel ein Vater, der was sein Sohn berichtigen will. Und Pitamba hat gelacht, jetzt hast du gebrochen, dass du keine Waffe auf dem Schlachtfeld annimmst. Also eben, weil Krishna wollte durch das beweisen, dass das Versprechen von seinen Devotees immer wahr wird. Das ist ganz eine geheime und wunderbare Stimmung von Krishna. Es ihm so viel Ehre gibt für seine Devotees. Deswegen hat er sogar eben das aufgehoben, das Rad, und hat es auf ihn geworfen. Oder auf ihn nicht geworfen, er hat es so angedeutet.
different way. So many, so very nice thing, very nice Siddhanta speaking. After that, Sukadev Gosvami is speaking. Nachdem spricht jetzt Sukadev Gosvami, dass er in Pitambara den Körper verlässt. Und jetzt, und nachher den Körper verlassen, werfen alle werfen sie alle von den himmlischen Gärten, die ganzen Devatas, die Halbgötter werfen Blumen runter, Chandan und Blumen. Sadhu, 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 bravo, bravo, bravo. Also allen Ruhm zu Pitambara Bhishma. Jai Ho. Und nachdem hat Krishna jetzt sich entschieden, wieder zurückgehen nach Dwarka, weil die, was in Dwarka, die Yadus, die Yaduvamsa, die Sanat-Devotis, also die denken auch immer über Krishna nach und die fühlen auch Trennung, so dass sie eben eine Balance jetzt haltet. Deswegen geht er jetzt nach Dwarka. Weil schon denken sie sich, oh, der bleibt jetzt mehr bei ihnen, bei den Panchabandhas. Aber dass er eben die Mitte haltet, Balance sorgt, deswegen geht er dann wieder auch nach Dwarka. So jetzt entert er Dwarka. 11th Adhyaya. After a long gap, long time in trouble, Krishna now entering, Dwarka, there is a big enthusiastic, So jetzt geht Krishna in das. Also die tanzen alle das Krishna und die fühlen sich alle total erfreut, dass Krishna jetzt kommt. After they meet Krishna, they are paying dandavat to each other this way. I mean, those father and mother, Krishna paying dandavat to them, those who are equal age friends, embracing. Die Freunde umarmen sich, die Väter und Mütter, die Frauen. Also alle, die bringen jetzt Erbietungen da Krishna da auf der Art und Weise. Also die weinen, die Dharkas. Apasasarabho bhavan kuruna madhuna vyatho suhididikshaya tatrabdakoti pratimaha kshano bhavet dravinam vinaksharivo nastavachato 8 jarhi ambujaksha apasasarabho bhavan kuruna madhuna vyatho suhididikshaya Tatrabdokati pratimaha kshano bhavet dravinam vinaksharivo nastavachato. Hey Achyuta, whenever you go Hey Achyuta, also wann immer du weggehst, whenever you go away, also wenn immer du weggehst von uns, each and every fraction of second we sing, billions of years we need to wait to jedes Mal meet you again. denken wir, dass das Millionen von Jahren sind. So fühlt sich das an, die Trennung von dir. Jarhi ambujaksho apasasaro bho bhavano kuruno madhuno bhato suhit didikshaya. Suhit means when you are going to meet your Also wenn du deine Verwandten treffen willst in Vrindavan, das fühlt sich für uns an, wie jetzt Millionen von Jahren vergangen sind. Also wir fühlen uns dann wie blind. Und der Augenblick erscheint wie Millionen von Jahren. Aksha in der Vers bedeutet Augen. Also wir denken uns, wir sind blind. This way, Krishna giving great honor there. At the same time, you see, after that, I'm coming to 12th canto, where you can find, you see, how Pariksit Maharaj took birth,
Also jetzt im 12. Kanto sieht man, wie Pariksit Geburt genommen hat. Pariksit was there inside the womb of Uttara, Pariksit, der war eben im Bauch von der Uttara. He was saved by Krsna himself, and he was the luckiest personality Also to ist watch eben, Krishna while staying in Om. er hat dem Krishna in dem Bauch von der Uttara, hat der Krishna sehen können, der Pariksit Maharaj, weil er gekommen ist, um ihn zu beschützen. Om, where the Pariksit was there, and counterbalancing that Brahmastra. Also damit er die Waffe, die Brahmarastra, He was lucky. auslöscht. He could. Also er war so vom Glück begünstigt, dass er im Bauch Krishna gesehen hat. He took darshan of Krishna inside the womb of mother. Also er hat den Darshan gehabt im Bauch von der Uttara, von seiner Mutter, von Krishna. You can find in Bhagavatam, even in first canto, Du kannst also im ersten Kanto 3, 4, those receive 5 Mal on a different, situation, different. We can find they are passing this remark. also die Rishis und Munis, die sagen Esho Maha Bhagavata. Those who are Rishi Muni and those who are making writing the, horoscope of Pariksit Maharaj. Also die, was das Horoskop von Pariksit Maharaj schreiben, die denken sich, die sagen auch voraus, Esho Maha Bhagavata, also er ist ein großer Maha Bhagavata. Yudhisthira Maharaj, it is your grandson, is unique. Also sie sagen, Yudhisthira Maharaj, da ist so Grandson, ist eine ganz große Persönlichkeit. Also er ist so. You heard the name of Kartavijyojo? I can speak. Very powerful. Kartavijyojo and Arjun. That's more powerful. So Karte wie Arjun und Arjun, da gibt es 2 Arjun, aber er ist stärker. So nicely, we cannot compare with anybody. Also Pariksit Maharaj ist so eine Persönlichkeit. Dharmaraj, he is, so nice, you see. And this your grandson in future, he Also dein can go Grandson in der Zukunft, is, subject, praja, so nicely like Dharmaraj. der kann das führen, so wie Mother Dharmaraj, taking care of their child, das Reich. so nicely. Pariksit Maharaj wird so König werden. This way actually, those who are writing the horoscope of Also die, was das Horoskop geschrieben haben von Pariksit Maharaj, they are forecasting everything. also die haben das vorgesagt. One thing, Nur eine very Sache, weak point. haben sie gesagt, ist ein bisschen ein schwacher Punkt. For us, actually, because he is going to die somehow by the card. Also das, was auch geschrieben steht, ist, dass er eben sterben wird, von wo dann eben von der Schlange dann gebissen wird. Das ist auch vorausgesagt. Und Ekaku, ein König in Surya Vamsa, Ekaku, der kann ihm die ganzen Leute in seinem Königreich führen. Brahmanyoho satya sandascho ramo daso rothirjatha. So much truthfulness is there in him, so like Ram, Sri Ramchandra. Wirkliche Ehrlichkeit ist in ihm, so wie in Ram. So die Muni Rishis, die glorifizieren ihn jetzt auf die Art und Weise. Und die sagen ihm, Esho Mahabhagavata, er ist ein großer Mahabhagavata, ein großer Geweihter. Und im 13. Kapitel Vidura gone to different,
Vidura, der ist auf Pilgerreise gegangen, im 13. Kapitel. Also Vidura ist auch Mahabharata, also er fühlt keine Reaktion. Also wir können nicht ein Wort verkraften, wenn uns einer beleidigt, aber Vidura, der kann das komplett alles verkraften. Sie sagen zu ihm, er ist der Sohn von einer Dienerin. Wirf ihn raus von dem Königreich. Wir wollen nicht sein Gesicht sehen. Also er ist da. Und handelt gegen uns, und wirkt gegen uns. Er ist eben in unserer Königreich und benutzt alle Dinge dort. Aber in Wirklichkeit, Vidura Maharaj benutzt nichts in dem Königreich. Aber er spricht so. Sogar die Reis oder Chapati, er nimmt das auch nicht an. Also am Nachmittag geht er zu verschiedenen Türen und bettelt dort und kocht die Sachen und dann isst er selber. Und nachher gibt er wieder Dienst und arbeitet in dem Königreich. Also Vidura ist auch so machtvoll. Aber doch haben sie ihn so immer beleidigt. Also Vidura wieder Geburt genommen hat. Also wie der Vidura Geburt genommen hat von einer Dienerin. Weil eben da war gewisse Fluch vom Mandapamuni, der was in langer Zeit her war der Weiße da. Und der hat ihn verflucht. Vidura. Also zu der Zeit war das Yamaraj. Also Yamaraj wollte das organisieren, dass ihm Mandapamuni jetzt Probleme kriegt. Mandapamuni sagt, oh, warum, was habe ich denn die anderen, warum willst du mir Probleme bereichen? Und dann sagt er, ja, in der Kindheit, da wolltest du one thing in the backside of a grasshopper. Grasshopper, you know? Grasshopper? In grasshopper Gangapuri. You one kind of flying, Grasshopper. No, one kind of flying creature in grasshopper. Especially you can find after rainy season. Also da gibt es so ein Insekt, das fliegt ganz in der Wiese. Er weiß jetzt einen Namen nicht da. Also du hast dem Schmerz gegeben. Also Mandapa sagt, oh, zu der Zeit, also ich verfluche dich. Ich verfluche dich, du musst eben Geburt nehmen als der Sohn von einer Dienerin. Du musst eben, also bei dem Wunsch von Krishna, Yamaraj Maharaj kommt in der Form und in der Zeitraum von 100 Jahren, wo eben der Fluch hat so lange gebraucht, bis er vorbei war. Und auf dem Weg ist Yamaraj, der wollte eben das jetzt akzeptieren, den Fluch. Und er hat sich auch gedacht, das ist nicht wirklich ein Fluch, das ist auch eine Segnung. So, und deswegen hat er Geburt genommen bei der Dienerin. Und sein Name war Vidura Maharaj. Und er hat uns so viel Ratschlag gegeben. Vidura. Also zum blinden Dhrtarastra. Den hat er unterwiesen.
Also Mantri, diejenigen, das ist der Ausdruck, die was Ratschlag geben. That time actually, we are getting so much advice of Vidur. Vidur, time to time, Vidur giving so much, so countless advice to So, er gibt so vielen Ratschlag zum Dhrtarastra, an der Dhrtarastra, aber er ist so blind. Blind Dhrtarastra is so blind. What do you mean? Blind is blind? Why you speak Also was meinst du, blind ist blind? Warum ist er, dass der blinde Dhrtarastra jetzt so blind ist? Weil eben so blind wirklich nicht im Herzen, weil er keinen Fehler mit Kali finden kann. Er hat so viele schlechte Dinge gemacht, so viele falsche Dinge, aber bitte, also, wenn du äußerlich blind bist, dann ist es okay, aber wenn du innerlich blind bist, das ist gefährlicher. Wenn du das als nicht erkennen kannst. Also er gibt Ratschlag, aber er akzeptiert nichts. Vidura gibt Ratschlag und Dhrtarastra akzeptiert nicht. So, also er hat ihn mehrmals beleidigt. Also das letzte Mal, wo Vidura Maharaj, der hat realisiert, dass sie jetzt alle sterben werden. So deswegen kann ich mich dann nicht mehr in dem Königreich aufhalten. Und Duryodhana hat gesagt, wirf sie raus aus dem Königreich, wirf sie raus. Die sind unnötig da. Also nachdem hat sich Vidura Maharaj entschlossen, dass er eben das Königreich jetzt verlässt. But he couldn't get chance because night time actually Vidurji Maharaj is coming, putting all bow and arrow in the door. Also Vidura Maharaj, der hat in das Königreich hat er dann vor die Tür, hat er sein Pfeil und Bogen abgeben und ist dann gegangen wie ein Bettler, wie ein Sannyasi und ist dort und dorthin gereist. Und keiner kann verstehen, dass er Vidura ist. Weil sein Körper ist jetzt nicht mehr gewaschen, er hat schmutzige Kleider und wie ein Verrückter. Er schlaft auf der Straße am Boden. Also keiner kann verstehen, dass das Vidura ist. Aber jetzt kommt doch wieder Vidura Maharaj zurück zum Königreich, um Barmherzigkeit geben zu anderen Dhrtarastra, zum blinden Dhrtarastra. Also wenn Vidura Maharaj kommt und Yudhisthira Maharaj hat es zu hören gekriegt und er hat sich sehr gefreut. Und alle Brahmanas und alle haben Flower, Blumen geworfen und haben sich gefreut und haben ihn Ehrerbietung dargebracht. Und Yudhisthira Maharaj hat geweint und geweint. Oh, wie ist es möglich gewesen, dass du eben von uns weg, dass du uns verlassen hast? Wir haben dich so gern gehabt. Nur bei deiner Barmherzigkeit haben wir eben Leben wieder in unser Leben gekriegt und du hast uns geschützt. Mehrmals. Und durch dies sind wir heute noch am Leben. Ansonsten werden wir das vielleicht nicht mehr.
this way crying. But Vidura Maharaj coming to deliver who? So, Vidura Maharaj, der kommt jetzt, um an der Dhrtarastra, den blinden Dhrtarastra, zu befreien. Also, nachdem sie diskutiert haben, Yudhisthira Maharaj und Dhrtarastra, also Vidura Maharaj, der ist dann in das Zimmer gekommen von Dhrtarastra, weil Gandharima and under Dhrtarastra, Panchamandav arranged, they are staying inside. Wir sind da alle in dem Haus gewesen, in demselben Haus. Und Vidura Maharaj, der ist dann ganz der ist in das Zimmer gekommen vom Dhrtarastra und hat schwere Worte gesprochen, um eben eine gewisse Entsagung jetzt in ihn zu entwickeln. Also wie ist es möglich, dass du in dem Haus von den Panchabandhas Wasser und Essen nimmst, obwohl du versucht hast, dass du wolltest die sogar töten, du wolltest sie abziehen, abzocken, aber du nimmst jetzt Prasadam und Wasser in ihrem Haus an. Also hat er schwere Worte zu ihm gesprochen, was ihn aufwecken. Das bist du nicht, fühlst du dich nicht scheu oder fühlst du dich nicht schlecht, dass du da wirklich jetzt in dem Haus, bei dem, was du umbringen wolltest, dass du da noch Essen zu dir nimmst und Getränke zu dir nimmst. Also Vidura spricht vor dem Dhrtarastra. Also nachdem er das so gesprochen hat, nachher ist Dhrtarastra sofort, hat er das verstanden und ist aufgegangen und und hat den Ort verlassen. Also ohne dass er irgendwen was gesagt hat, hat er das Königreich verlassen. Und Gandharvi, die Frau, die hat ihm auch gefolgt. Die gehen in die Richtung Norden, auf die Himalayas. Also zu dem Ort, wo die Ganga eben aufteilt ist in verschiedene also dort machen sie an dem Ufer, bilden sie dann eine Strohhütte. Und in der Strohhütte fängt jetzt an der Dhrtarastra, fängt jetzt an über Brahma zu meditieren. Was ist dann schlussendlich passiert? Dass die Yogis also das Pran, das konzentrieren sie sich, dass das höher und höher steigt in ihrem Körper. Und nachher ist schlussendlich beim Kopf, beim Brahmarandra, auf dem Kopfende ist ein Feuer rausgekommen. Also er hat das alles kanalisiert und somit hat dann Feuer gefangen und an der Dhrtarastra, der blinde Dhrtarastra, hat somit den Körper verlassen. Und seine Frau ist auch dann in das Feuer gesprungen und hat somit auch den Körper verlassen. Also am Morgen, in der Zwischenzeit,
dass der König Yudhisthira hat am Morgen normalerweise immer seine Eltern verehrt hat, also es seine täglichen Rituale nachgegangen, dass er eben gewisse Pranami, also gewisse Spenden Brahmanas gibt oder Kühe. Das war die tägliche Praxis vom Yudhisthira Maharaj. Also er ist die Personifizierung von Dharma. Und nachdem er all das gemacht hat an dem Morgen, und ist in das Ruhm von Dhrtarastra und der Frau, und dann sieht aber, dass das Zimmer jetzt leer ist, keiner ist da. Und Sanjay, Gavalga Muni, also Gavalga Muni, sein Sohn ist Sanjay. Sanjay ist ein Name, was in der Bhagavad-Gita vorkommt. Also Sanjay, der sieht alles am Schlachtfeld, in der Bhagavad-Gita. Also Sanjay, der ist jetzt auch dort, aber er kann nicht sprechen. Wenn Yudhisthira Maharaj ihn jetzt fragt, oh, wo ist jetzt, wo ist die Mutter und er jetzt? Also wir haben jetzt das Zimmer vorgefunden, leer, da war keiner da. So, wo sollen wir hingegangen sein? Die sind blind. Und vielleicht habe ich selber einen Fehler gemacht. Oder Vergehen begangen, dass er gegangen ist und in die Ganga gesprungen ist. Und wo sind sie hingegangen? Und dann haben sie ihn überall gesucht, aber nirgends gefunden. Und Yudhisthira Maharaj hat dann angefangen zu weinen. Oh, bitte mal, Pitriva, Dhrtarastra und seine Frau, wo seid ihr hingegangen? Aber keiner beantwortet ihm, keiner kann eine Antwort auf seine Frage geben. Und in der Zwischenzeit kommt Narada Muni vom Himmel, der erscheint. Und Yudhisthira Maharaj hat sich dann wieder also er hat sich zusammengerissen und hat gesagt, hat den Erdbetungen dargebracht und hat ihn verehrt und dann fragten Narada, oh, was ist passiert? Oh, wirklich, die Mutter ist gegangen, er ist gegangen, wir können sie nirgends finden. Und nachher gibt Narad ihm die Antwort. Narad Uvacha. Ma kanchana sucho rajan jadishwara vasam yagat 40, 13th chapter. Narad Uvacha. Ma kanchana sucho rajan jadishwara vasam jagat lokaha sopala yaseme vahanti balimishatum. Actually, those who are lokpal, those who are giving different department to in this universe, they are also going to obey Krishna, the Supreme Lord. You are crying? Do you think this world is under your control? Why you are crying? Du weinst jetzt. Why you are crying? Warum weinst du? Ma kanchana sucho. Fühl dich nicht so. Also die ganze Welt ist kontrolliert bei der höchsten Persönlichkeit. Warum weinst du dann? Die Lokapals, die was verschiedene Gebiete haben im Universum, auf die sie aufpassen, Varun, Indra, Pavan, Agnidev, die sind nicht wirklich frei. Die sind gebunden, den Willen von der höchsten Persönlichkeit zu befolgen.
Bahanti balimishitum 41. Like, bull, if they are tied with rope, here in Lord, if the owner, Bullen, hey, come here. die was in der Nase festgebunden sind mit einer Kette, die sagen, der führt, derjenige, der kann den Bullen auf die Seiten führen oder auf die Seiten. Und der Bulle ist gebunden. Also er tanzt nach dem Weg, er ist nicht frei. This way, yatha gabo nasi protahas tantram badhyashchadamabhi pakutantyam nama virvadya bahantim balimishit. They are not at all free. They are taking charge of different Also die sind nicht frei. Die Halbgötter, die sind gebunden wie eben ein Bulle bei der Kette. Die müssen das ausführen, so und so. Also warum, o König, warum weinst du? Du bist eine wissende Person. Warum fühlst du dich so jetzt, so betrübt? Katam anyanstu gopayit sarpograsto yatha param. 45. Kalo karma gunadhino dehoayam panchabhautikaha katham anyang sugupayit sarpo grasto jaya yatha param. Kalo karma gunadhino dehoayam panchabhautikaha katham anyang sugupayit sarpo grasto yatha param. How one people can protect another? Also wie kann in der Welt, wie kann eine Frau einen Mann schützen? Oder wie kann ein Mann eine Frau schützen? Das ist nicht möglich. Warum sterben dann? Oder wie zum Beispiel die Mutter kann jetzt denken, dass sie ihr Kind beschützen kann. Also keiner hat eine Kontrolle über die Dinge, wie die vor sich gehen. Jeder, die leiden nach dem, wie sie eben in ihrem letzten Leben gehandelt haben. So, wer bist du? Wer bist du, dass du eben Kontrolle über das kriegen kannst? Sagt er jetzt zu ihm. Also der Körper, der ist gemacht von 5 Elementen von der materiellen Welt. Also, wer bist du, dass du so eine Frage stellen kannst? Also jeder, der ist schon in dem Mund von der Schlange, der Zeit. Dein. Also die Schlange, die repräsentiert die Zeit. Also wir sind alle in der Schlange schon drinnen. Halb. Also er hat gesehen, vor 50, 60 Jahren in einem Tempel, in der Nacht, dort war auch eine große Schlange und der hat einen Frosch im Mund genommen und die Schlange hat den Frosch aber nicht wirklich schlucken können. I'm watching very nicely. Oh God, half taken, not fully. He's waiting. This is the situation of this material world. Das ist auch die Situation auf der materiellen Welt. Keiner kann uns schützen. Wenn die Zeit kommt, nachher. This way, you see, everybody is helpless. Nachher ist jeder hilflos. Everybody helpless. Nobody is there to control you. Also niemand ist da, der was das kontrollieren kann. Nur die höchste Persönlichkeit kann es schützen. After that, you see, Yudhisthira Maharaj took decision to send Arjuna. Nachdem hat Yudhisthira Maharaj die Entscheidung getroffen, dass sie jetzt
Information kriegen, wie es ihnen geht. So, Arjuna ist dort hingesendet worden. Und eine lange Zeit ist Arjuna jetzt nicht zurückgekommen. Und Yudhisthira Maharaj hat dann sich gedacht, oh, der ist jetzt schon eine lange Zeit weg, was kann passiert sein? Also nachdem er jetzt eine lange Zeit gewartet hat, und sie geben jetzt Yudhisthira Maharaj ungünstige Zeichen. So wie dass die Schakale, die weinen, die Katzen, die weinen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und meine linke Hand zittert, mein linkes Auge zittert. So, ist irgendwas Schlechtes passiert, vielleicht zu meinem Bruder Arjuna. Weil immer lange Zeit ist er nicht zurückgekommen. Also in der Zwischenzeit findet er dann doch, dass Arjuna zurückkommt. Also aber jetzt ist Arjuna in keiner normalen Stimmung, der weint und weint und ist ganz rastlos. Und ich frage ihn dann immer wieder, warum hast du jetzt so eine Stimmung? Und er weint und weint. Was ist passiert? Was ist passiert? Ist irgendein Fehler passiert? Oder hast du irgendwas falsch gemacht? Seien alle glücklich dort in Dwarka. Also sprich zu mir. Nach einer langen Zeit hat er sich dann zusammengerissen und hat gesagt, Arjuna Vacha. Oh Rajan, oh König. Wir haben Krishna verloren, den einzigsten Freund. Vanchita Aham. Also wir vermissen alle den Freund Krishna. I got power from Krishna. That's why everybody speaking that Arjuna is a mighty man. Also jeder spricht, dass Krishna. Now I realize that all power taken by Krishna back. Back? Yes. I was defeated. Also jetzt fühlt es sich so, dass er keine Kraft mehr hat, wo jetzt Krishna gegangen ist. Somit alle Kraft ist von Krishna gegeben worden. Sonst hat er eben so viele Kämpfer und so viele große, starke Persönlichkeiten hat er geschlagen. Aber jetzt ist er sogar geschlagen von ganz einfachen Leuten. Er hat keine Chance, sich zu verteidigen. Also alle Kraft ist wieder zurückgenommen worden von zu Krishna. Also ich kriege denselben Sitzplatz so wie Indra. Indra, der erlaubt mir da zu sitzen, weil Indra ist der Sohn von Arjuna ist der Sohn von Indra. So Arjuna sagt jetzt eben, jetzt ist all meine Kraft gegangen. Also sobald mich Krishna verlassen hat, und habe ich nichts mehr freudvoll finde in der Welt. Alles hat seinen Geschmack verloren. I find everything useless. Now I am getting no test.
Also kein Geschmack hat er mehr in der Welt. Alles ist verloren. Alles hat seinen Geschmack verloren. Also Krishna ist wie mein Freund. Er ist okay, er ist die höchste Herr, aber er hat zusammen mit mir Prasadam am selben Ort gegessen. Er hat mit mir geschlafen in demselben Raum. Also er hat ganz freundlich, wie ein Freund mit einem Freund mit mir gesprochen. So Arjuna speaking, Sajja sanatano vikattano bhojanadishu vaikat payassaritvaniti vipralabdhya shakshu sakhevo pitrivattanayassa sarvam sehe mahanamahitaya kumate raghamme. 19. Sajja sanatano vikattano bhajanadishu vaikat payassaritvaniti Ritavaniti vipralabdha shakshu sakheva pitrivat tanesya sarvam sehe mahanu mahitaya kumate raghamme. Actually, I have no brain. I couldn't realize He is Supreme Lord. So now I am very sorry. Sometime fighting with him, Actually, all Jadu destiny gone. Huh? Gone? Yes. He is speaking in front of Yudhisthira Jadu. Now we are losing Krishna and Balaram. Krishna gone. Also Krishna und Balaram sind gegangen. Nicht nur Krishna und Balaram, sondern die ganze Jadu-Destiny. Nur vier oder fünf sind überblieben. Bei der Barmherzigkeit von Krishna. They started fighting with each other in Prabhas Khetra. I don't know why. By the mercy, it was the Yogamaya. It's not, but this magic is not done by Mahamaya. Der Zauber ist nicht gemacht bei Mahamaya, sondern bei Yogamaya. Ansonsten ist es nicht möglich für die Yadu-Dynastie oder die Leute, was dort geboren sind, dass die miteinander kämpfen. Chaitanya Mahaprabhu gibt ihm auch wiederholte Anweisungen zu dem Punkt. Actually, Chaitanya Mahaprabhu giving strong instruction. Also Chaitanya Mahaprabhu gibt eben Anweisungen zu dem Punkt, zum Sanatan Goswami. Sanatan Goswami, Chaitanya Mahaprabhu giving instruction, O Sanatan. Er sagt ja, O Sanatan Goswami. This Jaduvamsa fighting Yadu everything, Vamsa, the destruction of Jadu destiny. Der Untergang von der Yadu-Dynastie und Maheshidan, also das ist alles verschleierter Zauber. Also sei dir im Klaren, das ist Maya, das ist nicht wirklich. Also das ist wichtiger zum Verstehen. Chaitanya Mahaprabhu sagt es. Und Arjuna, der sagt jetzt, O König, die kämpfen miteinander und jetzt sind nur 4 oder 5 übrig. Und Yudhisthira Maharaj hat da angefangen zu weinen. Und auf die hat er dann alles verlassen, wo er gehört hat, dass Krishna jetzt gegangen ist. Also er fühlt jetzt wirkliche Entsagung. Er will nicht mehr in der Welt bleiben. Sogar die Pancha-Pandavas, die Kunti. Kunti Devi also hearing, got information. Draupadi also following. Because Pancha-Pandav going. Yudhisthira alone going. Bhima also following Yudhisthira. Also der Bhima, der folgt Yudhisthira Maharaj.
und die gehen zum Mahaprasthan. Also Mahaprasthan bedeutet, die Leute sprechen normalerweise, dass sie sagen, dass du zum Himmel gehst. So, Yudhisthira Maharaj ist die Inkarnation von Yamaraj und Beam from Vayudev, Arjuna from Sun Indra Maharaj. By the mercy of Sargaraj Indra. Nakul Sahadev took birth by the mercy of Nakul und Sahadev, die haben Ashwini Kumara, die himmlischen Doktoren, ayurvedischen Doktoren. Yes. This way, externally we find that they are going to Mahaprasthan, Mahaprasthan, but actually not there. Extern kann man finden, dass die zu Mahaprasthan gehen. Obwohl die ewigen Geweihten von Krishna sind. Aber die sagen jetzt körperlich, dass sie zu Mahaprasthan gehen. So was ist da der Grund dahinter, das Siddhanta? Also, which is there inside Yudhisthira Maharaj, going to heaven, the part coming from Yamaraj, that part. And another part is the eternal, also der Punkt, was da drinnen ist, ein Teil geht eben zum Yamaraj dann. Der Teil, der geht zum Himmel. Und der andere, das ist der Teil, was der ewige Geweihte von Krishna ist. Und nur der Teil geht jetzt zu Yamaraj. Now, before going, Yudhisthira Maharaj making king, doing Abhishek of Pariksit. So Yudhisthira Maharaj macht jetzt, gibt ihm jetzt in Pariksit Maharaj das Königreich. Er erlaubt ihm jetzt auf dem Thron zu sitzen. Und dann verlässt er und geht für immer. So jetzt ist Pariksit Maharaj, der nimmt jetzt die Führung vor dem Königreich. All of a sudden finding in one place, Kuru Jangal Khetra, one bull and one cow. Actually, not bull, actually it is an ox, not bull. Bull is not good. So, Dharma Shar. Also dort ist er dann gewandert und hat auf einmal so einen Ochsen gesehen und ein Mann, der ist wie ein König, fühlt sich auf wie ein König, schaut so aus wie ein König, obwohl in Wirklichkeit ein Shudra ist. Und schlag den Ochsen. Und Pariksit Maharaj wird dann ärgerlich und sagt, oh, in meinem Königreich, da gibst du Schmerzen zu meiner Gurmata, zu der Kuh und zum Ochsen. So. Und nachher hat er gesagt, ich werde die jetzt töten. Und nachher hat er sein Schwert rausgenommen. Und nachher ist er niedergeflogen, weil Pariksit Maharaj so machtvoll ist. Und er hat ihn gebeten, na, bitte schütz mich. Und nachher sagt die Person, mein Name ist Kali. Und Pariksit Maharaj sagt, du hast kein Recht, in mein Königreich zu sein. Du musst rausgehen. Aber der Kali, der sagt jetzt dann, na, du musst mich beschützen. Du kannst mich nicht töten. Aber er sagt, Pariksit Maharaj, oh, du musst rausgehen. Aber wohin soll ich gehen, fragt er. Überall in der ganzen Welt ist dein Königreich. So, wie soll ich aus deinem Königreich rausgehen? Bitte erlaube mir jetzt an gewisse Orte, wo ich bleiben kann, beruhigt und ohne Ängste. So, einen Platz muss mir geben, wo ich wohnen kann. Dharma actually talking with each other, the Prithvi Devi and Dharma. This way, Pariksit Maharaj could realize ultimately that Gaumata, the cow is this Prithvi Devi.
So in Veda also, I wrote one book about, by the mercy of Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. Also er hat da ein Buch geschrieben, ein kleines Buch, über das Schlachten von den Kühen. The name of the book is Chetana Jagaran. Chetana Jagaran series of book regarding protest note and cow slaughtering also, different. Also über das Schlachten von Kühen sind 6, 7 Bücher. This way pool. Hat er selber geschrieben. Chetana Jagaran, the book. And in Hindi, Chetana Ka Jagaran. And English also I'm, going on this job. This way you see, Gomata in Veda it is written. Also Gomata, die Kuh in die vedischen Schriften. Is a sarup of Prithvi Ma. Prithvi, this. Das ist das Verruch, die Form von Prithvi Ma. Kamakya Prithvi Ma. Nobody knows. Keiner weiß das. Kamakya Prithvi Ma. So you see Prithvi, the Gomata. So, Gomata, Gomata is a symbol of. Das ist das Symbol von Prithvi, der ganzen Erde. Also alle Halbgötter, die sind in der Kuh drinnen. Nicht nur Halbgötter, sondern Krishna selber auch. Krishna sagt Veda Bachanam me Veda, Veda is my, speech. Veda is my speech. And those Vipra, die vedischen Schriften sind seine Sprache von Krishna, was aus seinem Mund kommt. Und die Brahmanas sind die Lippen. Veda me Bachanam Vipra Mukham Gavahos Tanur Mamo. Gavaha, meine Brahma, Gomata is my body. Und Gavaha, die Gomata, die heilige Kuh, ist der Körper. Angani means all limbs. Und Angani bedeutet alle Glieder. Das sind die Halbgötter. This way Krishna explaining in Dwarka. Anyway, now you see, Pariksit Maharaj cannot allow anybody to torture. Also Pariksit Maharaj kann ihm nicht erlauben jetzt, dass irgendjemand, was der Mutterkuh, der Gomata antut. 17th chapter. Gomithun. My pair, ox and cow, father and mother there, and that Brisha, that ox is very white, Minal Dhavalam, and he is passing stool, Bepamanam, Padaikeno, only one leg is rest. Also an der Kuh ist jetzt nur, das ist eine Kuh nur mit einem Fuß, hat sie mehr übrig. 3 Füße sind schon abgeschnitten. First of all, actually, Pariksit Maharaj couldn't realize, who are you? Pariksit Maharaj, der nicht verstehen kann, wer das jetzt ist. Now I come to know, you are Dharma. Machend, nach einer gewissen Zeit, hat er eben verstanden, dass das Dharma ist. Und 3 Füße sind schon gegangen. Also es sind 4 Füße, die stellen das Dharma, die Religion dar. 4 legs of Dharma. Also 4 Füße. Who can do tapa? They are so poor. Tapa ist der erste Fuß, was schon gegangen ist, mit Entsagung. Saucham bedeutet Reinheit, also ist der zweite Fuß, was schon abgeschnitten ist. Doya
Also Barmherzigkeit zu geben, der ist auch schon abgeschnitten. Also jeder hat keine Barmherzigkeit in der Welt. Sogar die Sadhus in der heutigen Welt verlieren die Qualität, Barmherzigkeit zu sein. They are taking the chair of a big asan. Dharmam bakshanti adharmagya adhirudo uttamasanam. Bhagavatam bolche. In Bhagavatam. Dharmam bakshanti adharmagya. Adharmagya. Dharmam bakshanti adharmagya. Adhirudo uttamasanam. Those who are not knowing anything about Dharma, also they are, jetzt in der heutigen Zeit sitzen diejenigen auf einem großen Stuhl und Thron und wollen die Welt führen. Das steht geschrieben in die Schriften, dass solche Leute in der Verkleidung von Heiligen heutzutage die Leute unterweisen. Das ist der Trugschluss. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Die sprechen und sprechen schöne Dinge, aber nicht wirklich irgendwas, das sie folgen selber in ihrem Leben. Wenn du seinen Charakter anschaust, dann ist nichts, was er wirklich selber befolgt, aber spricht auf die Art und Weise schöne Worte zu allen anderen. Aber selber befolgt er nichts. Also die 3 Füße sind jetzt schon verschwunden. Und ein Fuß, das ist jetzt Wahrheit. Also warum, der letzte Fuß ist Wahrheit, bedeutet Wahrheit. Also warum weint jetzt die Kuh, die Gomata? Die weint, dass die Shudras, die Deite, die dämonischen Charaktere, die was in Dhammas und Rajas sind, die wollen mich vergnügen. Sie wollen sich mit mir vergnügen. Also all diejenigen, was so einen dämonischen Charakter haben, mit Dhammas und Rajas sind, das sind alles Lügner. Die wollen mich nur ausbeuten, meinen Körper. Deswegen weine ich. This way actually, tapo sauchodaya sattam iti pada kriti kritaha. Everything gone. Only one leg is there. Still so nur ein Fuß ist jetzt übrig an der Kuh. Then hearing all this, taking all this information, then Pariksit Maharaj take out sword to kill. Und nachdem for Kali, the notorious, hooligan, wanted to kill him, take out sword. But at the same time is very clever, takes shelter. Please save me. Don't kill me. But still you cannot stay here. Go out. Also sag ihm jetzt dem Kali-Zeitalter, du musst gehen. Du musst weggehen. Bitte, die brauchen Platz, auch wenn überall der Königreich ist. Aber ich muss irgendwo mich auch frei bewegen können. Das sagt jetzt der Kali. Aber Pariksit Maharaj ist sehr clever. Also Pariksit Maharaj, also warum hat Pariksit Maharaj nicht jetzt Kali umgebracht? Pariksit Maharaj ist ein Mahabhagat. Er hat die Entscheidung getroffen, dass er sie eben nicht tötet, weil eine gute Sache in dem Zeitalter ist, das ist Harinam Sankirtan. Durch das kannst du der höchstes Ziel erreichen.
not doing. Very bad. Ill luck. Manda sumanda matayo, manda bhagyahi upadhita. Yeah? Right? Unlucky we are really. We are giving some facility or not doing. So now you see, also wir haben die Möglichkeit in dem Zeitalter Harinam Sankirtan auszuführen, aber wir machen es nicht wirklich. Die heiligen Namen chanten, das kann uns retten. Aber wir haben nicht, sind so vom Unglück begünstigt, dass wir das auch nicht wollen. So from Kali, Pariksit Maharaj wanted to get the gist. What is the cream? What is the cream? That Kirtanat eva Krishnasya Muktasang. Only this kind of excellent facility. Also in Pariksit Maharaj, der wollte auch nur die Creme rauskriegen, so wie eine Biene zur Blume fliegt und nur den Honig nimmt, so nimmt Pariksit Maharaj raus aus dem Kali Yuga nur das Harinam Sankirtan. So die, was jetzt die Worte sind, für die ist es kein Problem in der Welt zu leben. Und für die anderen, da macht eben Kali Probleme. Sadhus, die sind frei von dem, die spüren die Probleme nicht. Aber für die anderen, die was eben nicht dem folgen wollen, dann ist es gut, dass eben Kali da ist. Also was kann das Kali-Zeitalter mir antun? Nichts. So this way you see, Saranga Yuva Sarabhuk, this king is very, very, clever. Also der Pariksit Maharaj, der König, ist so klug, dass er eben Kali jetzt nicht getötet hat. So er kann da bleiben, hat er sich gedacht, weil eben die, was gerade Bhajan machen und Krishna verehren, für die erlaube dann, dass Kali da ist. So die können sich dann mit dem beschäftigen. Mit Geld und Reichtum. So gibt es Pariksit Maharaj 4 Plätze, wo Kali sich aufhalten kann, wo Kali leben kann. Dutam panam striyaha suna yatra dharmos chaturvidha 38th slok of 17th chapter. Abharthitos tada tasmai stanani kale dadu. When being requested, Pariksit Maharaj giving 4 places to Kali. Well, in this 4 places you can stay. Dutam means gambling. Also 4 Orte, wo jetzt Kali bleiben kann, das ist, wo man spielt, oder wo Intoxikation, also Rauschmittel, wo die Dinge sind. English you can smoking, not drinking. But in Bengali, in Sanskrit, in Hindi, we speak Dhumrapan. Also in Sanskrit und Bengali Dhumrapan, Rauschmittel. Englisch ist eine ganz schwache Sprache, wo eben kein Ausdruck drinnen ist. If I write Kamal, K-A-M-A-L-A, if I say Kamala, Kamal, if I say, also is useless language. So better you learn Sanskrit in whole world very shortly, all over this world, Sanskrit language going to take place. Even computer can understand very nicely the language. Also Sanskrit, die Sprache, die wird jetzt immer mehr und mehr verwendet werden, weil die ganze in der NASA haben sie auch schon herausgefunden, dass das Sanskrit das Aussprechen von Sanskrit, das wird überall schon in Computertechnik verwendet. Also all die Teile von den Wörtern, es ist eine ganz wissenschaftliche Sprache. Deswegen die Computer
Die werden prüfen, da wird geprüft, dass Sanskrit, das ist die internationale Sprache. Die Computer, die können die Sprache verstehen. Jetzt ist es Englisch, aber in 7 Generationen wird es Sanskrit sein. Also mit Energie soll man das machen. Also man muss so viel machen. Man muss die Energie verwenden, eben die Dinge zu lernen. Sprachen, Sanskrit, Bengali, weil das wird alles einmal kommen. Also 4 Arten von Adharma. Dutam bedeutet Spielen, Gambling. 10,000 rupees I put on this horse. Yeah. Bet, 10,000 bet in horse. So everybody they are playing, Also das Wetten, das Spielen oder Karten. Whole day and night they are playing card. Whole day and night. Tag und Nacht spielen sie Karten und machen wirklich nichts anderes. I become very sorry. Whole day and night they are playing card. Night time, daytime. What can get? Also was kann man von dem kriegen? Das sind alles wirklich Idioten und verlieren somit die ganze kostbare Zeit. Dutam Panam, also Dutam bedeutet alles, was spielen, also Karten spielen, Casinos und die ganzen Dinge. Und Pan bedeutet das alles Rauschmittel. Be it, cigar, maybe it is, wine, the form of wine, maybe in the also vielleicht Wein oder irgendwelche Drogen, Rauschmittel, Rauch zum Rauchen. Und Stri, Frauen, Prostituierte. Prani, mercilessly to kill jiva, different kind of jiva. All in there, Kali, you can get this kind of. Also Kali, der kann sich auf die Orte jetzt aufhalten. Geh nirgendwo hin, wo das nicht ist. Also Pariksit Maharaj hat sich eben was so clever, dass die, was sich jetzt eben nicht dem wahren Pfad hinwenden wollen, die werden sich dann eben durch Kali so betrügt. Und die halten sich mit den Dingen auf. Rauschmittel, Prostitution, Spielerei und das Ganze. Then after repeatedly, Koli repeatedly requesting, well, another place I can do, don't touch anything. Punosto jachomanayo yato rupam adat prabhu. Gold, adi. With gold, all problem can happen. You can test. Gold ist der letzte Ort. Test. One day, I am not speaking this kind of example, but still I am giving, because this example we from Gaudiya not giving. But still I am bound. Also er spricht ein Beispiel, normal sprechen wir das nicht in der Gaudiya, aber damit man halt den Punkt verstehen kann, das ist jetzt ein Beispiel, zum Beispiel aus Sadhu, der was gewisse Religion hat. Er und sein Sohn, die betteln jetzt von Tür zu Tür. Und dann findet er 4 Goldmünzen liegen unterm Baum. Der Sohn spricht dann, oh, heute kriegen wir 4 Goldmünzen. Dann sagt der Vater, na, wir machen Bhajan, wir können das nicht nehmen. Das ist Kali. Und der Sohn sagt, Kali, na, keiner schaut, das kann man ja nehmen. Und der Vater, na, berühre es nicht. Willst du die Magie dahinter sehen, dann kommst du mit mir, ich zeig dir was. Und nachher schauen sie jetzt von der Ferne und chanten die heiligen Namen und schauen jetzt zu den Goldmünzen und was da jetzt passiert. Und da kamen jetzt 2 Leute
Die sagen, oh, wir können uns die Münzen aufteilen untereinander. Du nimmst so viel, ich nehme so viel. Aber nachdem haben sie streiten angefangen über die Münzen. Wer jetzt was kriegt. Und der Vater, der sagt ihm jetzt siehst du, mein Sohn, das ist Kali. Die wollen sich dann sogar für die paar Goldmünzen gegenseitig umbringen. They cannot use it, this kolikal. They can, some gunda can come and kill, but still they like to keep in their, locker. I have so many ornaments in locker. A locker is enjoying. I have so many ornaments. So what it concern to his locker? Then after that, mother-in-law gone. After that, wife of his Also gibt es eben viele, die was den Schmuck und Geld anhäufen im Tresor. Und jeder denkt sich immer, ich habe so viele Ornamente, aber schlussendlich sind sie nur im Tresor und jeder sagt, oh, meine ganzen Ornamente seien im... Sein interessant, da ist ein ganzer Ayurveda gewesen, was so viel wert war. Den haben die Briten zu sich genommen. Also das wechselt nur sein... Denjenigen sind Besitzer. Also der ganze Welt, der wechselt nur die Besitzer. Wir sagen jetzt, okay, wir haben Geld auf der Bank und dann kriegt es der Sohn, weil der wieder stirbt. Oder irgendein Haus oder Diamanten in Tresore, dann kriegen es auch wieder die Nächsten. Aber in Wirklichkeit derjenige, dem was alles gehört, das ist Krishna. Die anderen, die wechseln das alles nur da. Das kommt einmal dahin, einmal als der in die Hand und sagt, es ist mein, einmal nimmt der in die Hand und sagt, es ist mein. So denkt sich jeder, oh, ich habe das und das. Also jetzt das Kali-Zeitalter kann ihm dahin geben, wo Gold vorhanden ist. Lügen, Lust, Rajagun und Rauschmittel, Feindseligkeit, Untreue und all die ganzen Dinge, da kannst du bleiben. Also in die 5 Orte kannst du dich aufhalten. Jai Ho. So you see, now those, Sanakad Rishi putting question in front of Sukadev Gosvami, why Pariksit Maharaj living is all these opulences, everything, Dhrtarastra living everything, going to the bank of Ganga, at the bank of Ganga, why staying? What's the reason? Actually you don't know. That king somehow got some cards. Cards how? Also der König, der ist verflucht worden, Pariksit Maharaj. So Sukadev Gosvami spricht jetzt. Krsna is wonderful, you see. Krsna can do anything. Also Krsna kann alles machen. Also er sollte im Körper von der Mutter sterben, aber er ist nicht gestorben. Bei der Barmherzigkeit von Krishna. Normalerweise sollte er sterben, keiner hat ihn geschützt. Aber durch Krishna ist er beschützt worden.
Aber der König, Brahmo kopathitad yastu takshakat prana viplavad no sammuho uru vayad bhagavati arpita sayoho. That king, he was supposed to die in home. He was said by Krsna. Now, Brahmo kopane, Brahman boy, Shamik Muni, his son, very angry. He gave cards. der ist dann verflucht worden von einem Brahman-Jungen. Brahmo kopathitat. Brahmo kopathitat. Brahmo kopathitat means that Brahman became very angry. He parts today, from today, within 7 days, Also innerhalb von 7 Tagen hat er dann gesagt, du wirst sterben. Sei dir sicher. Es passiert mit Sicherheit. So hat verflucht. Aber Pariksit Maharaj war nicht wie irgendwie aufgeregt oder nervös, dass er jetzt das zu hören kriegt, dass er stirbt. Also Dakha, das ist eine Schlange, die was fliegen kann. People used to say, yeah, Takhok used to live, now no more. Big snake, yellow, we have seen, big, coming out. Takhok is flying here, if somehow here, the smell coming, you can die. Also Dakha, das ist so eine giftige Schlange, nur wenn du den Geruch von der Schlange riechst, kannst du sterben. So you see, Pariksit Maharaj was not at all nervous. Pariksit Maharaj was not at all nervous to hear that within 7 days somehow he is going to die. Pariksit Maharaj war nicht nervös, er war nicht aufgeregt, weil er jetzt gehört hat, dass er jetzt in 7 Tagen stirbt. Weil er hat eben davor das Srimad Bhagavatam gehört. So derjenige, was Srimad Bhagavatam hört, der stirbt niemals. Das macht unsterblich. Also wenn du Harikatha hörst vom Srimad Bhagavatam, dann ist keine Frage mehr da von Geburt und Tod. So you see, Tavat Kalirna Prabhavet Pravishto Opiho Sarvatoho Yavad Iso Mahanurbam Abhimannava Ekarataha. He was governing the whole world. So powerful king. Also er hat das ganze Welt regiert, der Pariksit Maharaj. Und Kali Yuga hat keinen Einfluss haben können in dem Königreich. Nur an die 5 Orte, wo er gesagt hat. But still, Kali was very fearful. Still, Pariksit Maharaj is there. If I do any nonsense, they can kill me. But now, when the king gone, that Pariksit Maharaj gone, then Kali getting so Also jetzt kriegt Kali dann so viel Einfluss und Kraft, weil ihm der König gegangen ist, der Pariksit Maharaj. Und das sieht man im heutzutage überall in der ganzen Welt. Though he was giving pleasure, still he could not do any nonsense anymore. Yavat iso mahaurvam abhimannavaha ekuradaha. Now the question, why Pariksit Maharaj not killing Kali? Because he was saranga, he was sarva. Nonu desti kalim samrad saranga eva sarvu kusalanyasu siddhyanti netorani kritani ja. No problem for sadhu, only problem for sadhu. To asadhu, they are always facing problem what to do. Kali, let allow come and stay. At least Kali can give this facility that with Sankirtan we can go out of sexual bondage and... Also im Kali-Zeitfall das einzigste Gute ist, dass du eben die Möglichkeit hast, Kirtan auszuführen, Harinam Sankirtan. And now, Tulayam lavena apina sargam na apunar bhavam Bhagavat sangi sangasya matyanam kimutasi saha. What kind of benefit you expect in your whole life?
Also was erwartest du in deinem Leben? Sadhu Sangha, Sarva Shastra. Also das Höchste kannst du erreichen durch Sadhu Sangha. Bhavati, bhavati, bhavarnave, bhavarnava tarane nauka. Yajakati, satsanga ki is the topmost benefit you can get. Sangati rekha. Yajagati sangati rekha. Bhavati bhavarnavo tarane nauka. Sajjana sangati rekha. Sajjana sangati rekha. So you see, Lavamatto sadhu sange sarva siddhi hoy. Sadhu sanga sarva saste koy. Lavamatto sadhu sange sarva siddhi. Lava means, so Lava bedeutet, wenn du eine Sekunde aufteilst durch 11, also eine Sekunde durch 11, die Zeit ist genug, um die höchste Persönlichkeit zu realisieren. Wenn du so eine Satsang, so Gemeinschaft hast. Das kann dich komplett befreien. In der kurzen Zeit kann das passieren, wenn du so einen powervollen, machtvollen Sadhu triffst. Those who are material, worldly persons, those who are staying in the material world, also die weltlichen Personen, was in der Welt sind, was kann für die günstiger sein als wie Satsanga? A little bit we cannot compare. A little bit we cannot compare this satsanga with any bhajan mode, anything we cannot compare. It's the topmost. Also das ist das Höchste, dass man eben so eine Gemeinschaft aufsucht und sich in so einer Gemeinschaft befindet. Ko naam tipped rasabid kathayam mahatamaikanta parayanasya nantyam gunanam gunasya jagamur Yogeshwaraje bhavapadma moksha kunam tippet rasabit kathayam mahattamaikant parayanasya. Can you find one Rashik who is full of rasa, who is going to avoid Krishna Katha? Krishna Katha is itself rasa. Kannst du jemanden, Kunama tippet, who can feel total Krishna satisfaction selber by ist hearing Harikatha? Rasa. Also durch was kann man also wer hat gesagt, das hat Sanakadi Rishi gesagt, wir kriegen nicht wirklich Zufriedenheit. Desto mehr und mehr wir hören, desto mehr und mehr wollen wir hören. Es ist gerade Zufriedenheit. Das ist die Stimmung von Bhajan. Also wenn du wirklich die Inspiration kriegst, nachher kriegst du mehr und mehr Inspiration, um tiefer und tiefer in der Bhajan zu gehen, mehr und mehr. Also das ist nimmt nie ein Ende. Aber wenn du schon so viel hörst und das, aber du willst mehr und mehr. Bhavo, Padmo, Brahma, Shankar, who not? Brahma, Shankar, everybody, who not? They are enjoying the Harikatha. Also Brahma, Shankar, die sind absorbiert und haben sein vergnügt im Hören von der Harikatha. So now, this Harikatha, who is hearing? So die Harika jetzt, der hört Pariksit Maharaj. But then you see,
You can remember that Tannu Bhavan Vai Bhagavat Pradhano Mahatamaikanta Parayanasya Harir Udaram Charitam Vishuddhyam Sussushatam No Vitanot Vidyam. Among us, you are the topmost, Unter uns bist du der höchste Diener von Bhagavan. And under the guidance of those topmost, Bhakta devotees, Hari Udar, Hari Katha, Udar, very nice Victorian Katha, Vishuddha Chaitanya, you glorify, we want to hear. We want to hear. And you can remember, Savai Mahabhagavato Parikshido Jenap Vargakhyam Adabra Buddhi Gyanena Vaya Sakisabditena Bheje Khajandra Dhajapada Moolam. Attention to the speech. If I don't explain, only speak this slok, it is also type PNN. Savai Mahabhagavataha Pariksit Jenap Vargakya Madabra Buddhi Ganena Vaya Sakishabditena Bheje Khajandra Dhajapada Moolam. Khagendra Dhajapada Moolam, Khagendra Khogomin? The topmost bird, Guru. Nobody can understand. So poor knowledge. You don't know. You see, Khagendra Dhajapada Moolam. The Krishna who is arranging the Khagad Dhaj, that means Pataka, flag. At Krishna. So Pariksit Maharaj was sent to the lotus feet of Krishna by Vaisaki, Sukadev Gosvami. What more we can expect? Savai Mahabhagavataha Pariksit Jenap Vargakhyam Madabra Buddhi Gyanena Vaya Sakisabditena Bheje Khagendra Dhajapada Moolam. So now we are very interested. We can stay here. We are going to stay here. Because we have the chance to hear Bhagavad Katha here. Because Mahabhagavad here. And here, there, totally Krishna is there, near and dear one. So somehow Krishna can arrange something. We are going to get benefit here. Anyway, we are going to take rest here. We are not going away from here. Also wir wollen jetzt hören, wir gehen nicht weg von da, weil jetzt kann irgendeine tolle Arrangierung getroffen werden von Krishna. Panchapada, Krishna liebte, Krishna hat das so gern. Und Sukadev Gosvami, also die Sadhus, die haben die Entscheidung getroffen, dort zu bleiben. Bis jetzt Pariksit Maharaj an dem Ufer sei Welt verlässt. Weil wir also die Rishis, die sehen Zukunft, Vergangenheit und Jetzt. So die wissen, dass jetzt was komplett Glücksverheißendes passiert. So ganz demütig spricht jetzt Sutta Goswami vor die Weisen. Doskulyam adhim vidunoti sigaram mahattamanam abhidhan yoga aham ahovayam janma bhrito adhasmo Vridyan vritvapi bilomayata. We are bilomayata. Bilomayata, low caste. Also wir sind die untere Klasse. If father is Brahman, also wenn der Vater Brahman ist und der Mutter Kshatriya, Anulom und Vilom ist umgekehrt. Also es ist schlecht.
Es sollte von der gleichen Rasse sein, gleichen. Those are topmost sages. I don't know why they are paying respect to me. Also ich verstehe nicht, warum. Das sind alles so große Persönlichkeiten. Aber die bringen mir Ehrerbietung dar, obwohl ich Geburt genommen habe in einer so niedrigen Familie. Ich kriege so viele Verehrungen von euch alle. Too much honor. You are getting, so I forget all pain that I took birth in low. Durch das vergiss ich all das, das ich Geburt genommen habe in einer so niedrigen Familie. Also, Geburt genommen in einer niedrigen Familie und in dem. And there's some can be some bad thing, so I go out of it. So this way you see, we are going out of our problem, you see. So this way, we are, getting full honor from you all, Sadhu Samaj. Now Sukadev Gosvami is speaking. 8:30. Huh? 8:30. Now Sukadev Gosvami is speaking. Sukadev Gosvami spricht jetzt, dass eben Harikatha das ganze Universum reinigen kann. And how Pariksit got this kind of cards? Und wie hat jetzt Pariksit Maharaj den Fluch gekriegt? Weil es für ihn eigentlich möglich ist. Er ist Mahabhagavat, er ist ein reiner König. So wie hat er jetzt verflucht werden können? So jetzt erklärt es Sutta Goswami, wie das passiert ist. So eines Tages ist Pariksit Maharaj gegangen, um zu jagen, weil eben die Könige, die Kshatriya, die Krieger, die haben das Recht zu praktizieren. Das ist eben geschrieben in die Schriften, dass die in den Wald gehen dürfen und dass sie jagen dürfen im Dschungel. Und Pariksit Maharaj hat es eben gemacht und er ist dann durstig geworden und hungrig. Wo soll er jetzt hingehen? Und nachher hat er sich, ist er in das Bhajan Kutir von Sannyas Muni gegangen. Also er ist reingekommen in das Bhajan Kutir, aber es war keiner dort. Und der Rishi, der Weiße, ist da gesessen in Meditation. Und er hat nicht mitgekriegt, oder ihm war nicht bewusst, dass jetzt wer reingegangen ist bei der Tür. Und er sagt, oh Rishi, aber keiner gibt ihm irgendwie Antwort. Und nachher hat er sich gedacht, der Pariksit Maharaj, oh, vielleicht macht er mit mir jetzt irgendein Spiel. So, dann nimmt er eine tote Schlange mit seinem Pfeil und legte über seinen Hals wie eine Kette. But some boys playing there, they give information to his son, who has friendly relation with him. Also ein kleiner Bub, der was die Person kennt hat, den Rishi, der hat ihm gesagt, der hat ihm den Bescheid gegeben, der hat es gesehen, dass ihm wer gekommen ist und die haben den Rishi, deinen Vater, beleidigt. Der Pariksit Maharaj hat da Schlange über seinen Hals gelegt. Also der hat das gesagt, weinend. Crying and shouting. Oh, it's counting. Shouting. After that, this father, Samik Muni, get disturbance, then get eyes, it's fine.
Und nachher ist er gestört worden, der Muni, und hat die Augen geöffnet. Warum weinst du? Warum weinst du? Und dann hat er alles erklärt. Und dann hat er gesagt, ich verfluche den König. Der Pur hat es gesagt, der was dort hergekommen ist. Und der Rishi, der ist aber nicht glücklich. Und warum gibst du so einen Fluch jetzt? Der König, der ist sehr verehrenswert und ist eine ganz weise Person. Irgendwie vielleicht hat er einen Fehler gemacht, aber du sollst ihn nicht so verfluchen. Er ist eine ganz religiöse Person. So, warum verfluchst du ihn? Oh mein Gott, oh Krishna, oh Prabhu, höchste Persönlichkeit. Er ist ein Kind, bitte vergib ihm. Er weiß nichts, er ist ein Kind. Er weiß nicht, was machen soll und was nicht. So, bitte entschuldige ihn. Und dort ist jetzt auch ein wichtiges Siddhanta, Schlussfolgerung. Also ein wichtiges, vitales Siddhanta. Mrigano anugataha srantiha khudito trishito vrisham jalasayam achakshanaha pravivesha tadastramam dadarso manimasinam santyam nimilito lochanam ar vipro kirno jataschanyam raurobena ajinena cha vishushad talu rudakam tatha abhuta mayachata. He was so much thirsty. Also war so durstig. Er ist im Jagen gewesen im Wald und ist dann durstig und hungrig geworden. Und er hat nach einem Wasserbrunnen oder einem Fluss gesucht, am Bach. Hat aber nichts gefunden und nachher ist er zu dem Bhajan Kutir in der Strohhütte von dem Muni. Und der Muni war in der Meditation und hat ihm keine Antwort gegeben. Während er gesagt hat, oh Muni, bitte gib mir eine Antwort. Und dann ist er ärgerlich geworden. And here it is written, Alabdo trino bhumyadi rasam praptyarham asunritaha avadgyanam ivatmanam mannamanus chukopaha. He became angry. How? Er ist ärgerlich geworden. Wie? Er hat keine Ehre zu mir gegeben. Ich bin ein König, aber er hat mir nichts angeboten. So, er hat sich gefühlt, dass er ihm beleidigt worden ist. Und da ist eben jetzt ein wichtiges Siddhanta. Alaptatrinya Bhumi. He was feeling that I am insulted. After this very nice Siddhanta, Abhuta Purva Sahasa Kuttirabhyam Arditatmanaha Brahmanam Pratyabhut Brahmano Matsaro Manurevacha. Abhuta Purva Sahasa Kuttirabhyam Arditatmanaha. Here it is very nice Siddhanta written. In his whole life, there was not even a single instant like today. Because it is written in his Mahabhagavatam. Very careful. 18th chapter and 29th sloka. First point he is Mahabhagavatam. What is the symptom of Mahabhagavatam? Also Pariksit Maharaj, dieser Mahabhagavat, das ist vom Vers 1.18.29. Never feel insulted. Also ein Mahabhagavat, der fühlt sich nie beleidigt. Disturbance. Never. Okay, that's why it is written, Abhuta Purva Sahasa Kuttirabhyam Ardita Abhuta Purva. Pariksit Maharaj in his whole life never feel that kind of thirsty
Er hat nie in seinem Leben irgendwie durstig oder sich hungrig gefühlt, weil er eigentlich Mahabhagavat ist. Also wie kann er dann so rastlos werden? Und das ist, warum er ärgerlich geworden ist. Und warum ist er dann ärgerlich geworden und hat eine Schlange um ihn gelegt? Here one nice Siddhanta is there. Somebody is speaking. First point, be careful, first point. Why Also der erste Punkt, warum macht Pariksit Maharaj das? Also ein Fehler. Also wie ist es möglich, dass ein Mahabhagavat das so einen Fehler begeht, dass es sich so benimmt. So. Manche erklären das auf die Art und Weise, dass okay, Maharaj hat eben dass Pariksit Maharaj hat ihnen erlaubt, an 5 Orte, dass Kali dort bleiben kann. So von den 5 Orten ist Gold da. Und Pariksit Maharajs Krone ist ja, macht das Gold. Und deswegen hat er sich gestört gefühlt. Aber das ist komplett falsches Siddhanta. Also die, was das auf die Art und Weise erklären, die haben das nicht richtig verstanden. Warum? Es scheint logisch zu sein, aber es stimmt nicht. Warum? Jahan Krishna Jahadikar, also dort, wo Krishna ist, kann Maya nicht dort sein. So, Kali ist ein Ort von Maya, so wie kann der jetzt vor ihm sein? So die Krone. Also Pariksit Maharaj hat die Krone vom Yudhisthira Maharaj gekriegt und die Krone, der ist erlaubt gewesen von Krishna beim Rajasuya Yagya. Hat Yudhisthira Maharaj hatte den Empire von der ganzen Welt gemacht und durch Krishna hat er die Krone auf den Kopf gekriegt. Das ist erlaubt und berührt worden von Krishna. So wie kann eben Kali jetzt in die Krone eingehen? So what is the Siddhanta? It's not the Siddhanta that Kali took place in the, crown made of gold, that's why it's not Siddhanta. On the contrary, we can make the Siddhanta that by the blessing of Krishna, also bei den Segnungen von Krishna hat Pariksit Maharaj die Möglichkeit gekriegt, sich loszulösen von der Welt. Und im Geheimen wollte Krishna Bhagavad Katha über der ganzen Welt, im ganzen Universum, durch Pariksit Maharaj und durch Sukadev Gosvami verbreiten. Also Krishna wollte so eine Situation entstehen lassen, dass ihm jeder den Nutzen hat. So Pariksit Maharaj sitzt am Ufer von Suktal, er will nur Bhagavad Katha hören von Sukadev Gosvami. Er hat alles verlassen, sein Königreich. Und jetzt ist er erfolgreich und hat Erfolg in seinem spirituellen Leben. That's why it is written, that kind of situation never created in the life of Pariksit Maharaj. Be careful this point. This kind of situation was never created. Also die Situation, die ist niemals kreiert worden in seinem Leben. Es ist nur bei der Barmherzigkeit von Krishna hat er sich auf einmal so durstig und hungrig gefühlt. Und
Nachdem hungrig bedeutet ärgerlich, und nachher hat er ihm die Schlange drüber gelegt. Aber in Wirklichkeit, das ist eben die Arrangierung von Krishna, dass er sich mehr und mehr loslässt, weil er ist ein Mahabhagat und es kann nie wirklich in ihm so Hunger oder Durst oder Ärger aufkommen. So, das ist das Siddhanta dahinter. So, er wiederholt es jetzt nochmal. So, also der Bua, Rishi, der sagt ihm zum Bua, oh, du hast einen großen Fehler gemacht, dass du den direkt so jetzt verflucht hast. Er hat ihm gesagt, dass du innerhalb von 7 Tagen wirst du jetzt sterben. Also wer ist da, der was mein Vater jetzt beleidigt, hat sich der Sohn gedacht. Also die Kshatriya, der ist eigentlich eine niedrigere Kaste, wie die Brahman, die sollten wie Hunde vor der Tür bleiben. Auf die Art und Weise hat der kleine Bur, der über den König geredet und ihn verflucht, oh, du wirst jetzt in 7 Tagen sterben. After that, you see, that king now got information by some messenger that the son of Samik Muni, Sringir Rishi, giving cards to you. Anyway, you are going to leave this material within 7 days. You can arrange situation in such a way. Also, dann kriegt der König jetzt die Information, dass der Bur hat ihm jetzt 7 Tage, in 7 Tagen wird er sterben. Und jetzt organisiert er seine Zeit so und verlässt sofort das Königreich und geht. Und bereitet sich vor und hockt sich am Suktal an das Ufer von der Ganga und wartet, wer kann mir jetzt den höchsten Benefit geben. Also diejenigen, die was, wenn die Sadhus normalerweise beleidigt werden oder nicht, die verfluchen nie jemanden. Also die Devotee kann jederzeit die verfluchen, er hat die Kraft, aber er würde es nie machen. Oh mein Gott. Auf die Weise hat mein kleiner Bruder einen Fehler gemacht. Oh bitte, höchste Persönlichkeit, vergib ihm. Und wenn Pariksit Maharaj sich hingesetzt hat, am Ufer von der Ganga in Suktal, dann sind alle Rishis und Munis, die haben kein Telefon und nichts, aber alle sind jetzt angereist an dem Ort. Also woher wissen sie das? Er hat zu der Zeit ja kein Telefon oder kein Handy, nichts gegeben, kein SMS. So die kommen, es ist geschrieben, Bhavanam punana mahanubhava munayo sasishya praina tirthavi gama padeshai sayam hi tirthani punanti santya tatropajogamur bhavanam punana mahanubhava munayo sasishya praina tirthavi gama padeshai Sayam hi tirthani punanti santya. Those who are sages, they are going to pilgrimage to make the pilgrimage to recharge the pilgrimage. Die kommen zu dem Pilgerort, die Weisen kommen dorthin, den Ort wieder aufzuladen. Also die Sadhus, die kommen zu den Pilgerorten, die Orte wieder aufzuladen. Also
Die Weisen, die können die ganze Welt reinigen. So, und alle kommen jetzt und die hören ihm jetzt, also die treffen sich also dort in Suktal. Einmal hat der Gaura-Kishore das Bhagavatam einen Witz gemacht mit den normalen Leuten. Der hat den Fluss überquert. Und der hat gesagt, oh, dort ist ein großes Fest im Yogabit, in Mayapur. Kommt's alle. Und dann sagen sie, oh, wirklich nice, da gibt es gutes Prasadam. Dann kommen Tausende von Leuten in Yogabit, aber sie verstehen, da ist nichts gekocht, nichts vorbereitet und die fragen sich, oh, da ist nichts da. Keine Chapatis, Puri, Reis, nichts ist da, nur Harikata. Und Gaura-Kishore das, wenn dann die Harikata fertig ist, geht Gaura-Kishore das Bhagavatam mit einer kleinen Süßigkeit und das gibt bei jedem. Und er sagt ihm, oh, wo ist jetzt das andere Prasadam? Wo ist das Fest, was du gesagt hast? Und nachher sagen sie, wirklich, Harikata ist das große Fest. Das, was ihr da hört, das ist das Fest. Also einer gewesen hat gesagt, morgen ist Janmastami, aber dann hat Gaura-Kishore das gesagt, wenn wir wirklich Hari Sankirtan den ganzen Tag machen, weil wir sind sehr arm, das ist unser großes Fest. An dem Tag können wir mehr und mehr Harinam chanten und so Krishna verehren. Das ist unser Fest, nicht Rasgulas, Chapatis, Reis und das alles. So hat Gaura-Kishore das gesprochen. Prayena tirthavi gama padesvai sayam hi tirthani punanti santya atrir vasishta chavana sarad banarishta nemir bhrigurangi rascha parasar gadi suto atho ramo utatho indra pramado subahu medha tithir devalo arishta sena Bharadrajo Gautamaha Pippaladaha Maitreya Urava Kavasaho Kumbhajonir Daipayano Bhagavan Naradascha Anne Cha Devarshi Maharsi Varya Rajarsi Varya Urnadayascha Nana Risir Pravaran Sametan Abharcho Raja Sirasa Babandi. Very nice. All Rishi Muni, they are coming. They are all big Rishi. Bharadra, Dhomo, Rishi, Parasara, Vaishishto, Chavan, they are all coming in full troops. We have facility here now. And those Raju Vacho, Raja, also Raja Uvacha, der König spricht jetzt. Aho vayam dhanyatamani panam mahattamano no groho niyasila ragyam kulam brahmano pada sauchat arad bistrishtam batagarha karam. But we are purified here, very pure. Because those who are Brahman, diejenigen, die was, die Brahmas und Rishis, also die großen Weisen, die haben große Barmherzigkeit zu mir gegeben, weil sie jetzt alle da angekreist sind. So, ich bin heute so glücklich, dass ich eben die Art von Fluch gekriegt habe. Warum? Nirveda Mula. Also ich kann wirklich meine ganze Anhaftung trennen jetzt. Ansonsten werde es nie wirklich aufkommen in mir. So ich habe denen zu danken, die was mich verflucht haben. Nirveda Mulo Dijasapurupo Yatro Prasakta Bhayama Sudhatte. And now I have the chance
So, jetzt habe ich eben die Möglichkeit, Harikatha zu hören und mir in die Lotusfüße von Krishna zu konzentrieren. Und wo ist jetzt die Schlange, die was mich beißen wird? Lass sie kommen, lass sie kommen. Also ich lade die Schlange ein, sie soll mich beißen. Weil ich werde jetzt von jetzt an nur den Ruhm über Krishna singen. Also die Schlange kann mich beißen. Dasatu alam gayato Krishna gata. Gayato means continuously when we are singing and hearing the glories of Krishna, that time snack can come and bite me. I like to die. Very nice. Also währenddessen ich über Krishna höre und Krishnas Ruhm singe, kann mir die Schlangen beißen. Ich bin nicht nervös oder aufgeregt auf irgendeine Art und Weise. Und die Rishis und die Munis, die haben sich auch gesagt, okay, wir bleiben dort, weil es sehr günstig ist jetzt. Der König, der verlässt jetzt die Welt und Krishna hat ihn auch sehr gern, so irgendwas Spezielles wird da passieren. Again speaking, Ei Mahabhagat Pradhan, so long he is staying here, till his death. Also er bleibt so lange da, bis er den Körper verlässt. Und wir werden auch so lange da bleiben. Durch das werden wir den höchsten Nutzen kriegen. So nachdem er den Körper verlassen hat, wohin kann dann der König gehen? Also er wird dorthin zu dem Platz, wo es keine Angst, kein Schmerz, keine Anspannung, nichts gibt. Und jeder ratet jetzt Pariksit Maharaj, oh, du hast nur 7 Tage, besser du machst auf die und die Art und Weise, du verbringst die Zeit so. Und der andere sagt wieder so, na, das ist gut für dich jetzt, dass du das machst. Also alle Rishis, alle Weisen, die haben irgendwie gegenseitig andere Meinungen. So besser wir konzentrieren uns an die Personen wie Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, das ist, da sind wir in Sicherheit. Also die anderen, die sagen so und so viele Meinungen, da geht gleich die Zeit. Und dann bei der Barmherzigkeit von Krishna, Pariksit Maharaj ist dann dort hergekommen, Sukadev Gosvami ist gekommen ohne Kleidung. Explanation is good, but still you must hear. It's a cream, nectar. Tatra Vaja is written. Vaja, everybody is sitting there, all Rishi Mani, they are taking place there. But suddenly, all of a sudden, Tatra Bhavada Bhagavan Vaisaputro Jadrichaya Gam Ottomana Anapikshakaha Alakchalingo Nijalabatushto Britascha Bali Rabadhuta Vesha. One nice Tatra Bhavada Bhagavan Vaisaputro Jadrichaya Gam Ottomana Anapikshakaha Alakchalingo Nijalabatushto Britascha Bali Rabadhuta Vesha. Avadhut base, no cloth, nothing, naked, but still looking very nice. Also es ist Avadhut Vesh, er hat keine Kleidung gehabt, aber trotzdem schaut wunderschön aus. Sukadev Gosvami coming there, his Vyasaputra is the son of Vyas. Also ist der Sohn von Vyasa, Sukadev Gosvami. Wer hat ihn eingeladen? Also jetzt erscheint Sukadev Gosvami.
So, er kriegt eben die Inspiration im Herz, dass er jetzt dort an dem Ort gekommen ist, der Sukadev Gosvami. Bhavat vida bhagavataha tirthi bhuta swayam prabhu. In front of Viduji Maharaj, when Viduji completes his trip, different pilgrimage, coming back and meeting Yudhisthira first time. Yudhisthira Maharaj says, you are going for taking the advantage of pilgrimage. Actually, you are yourself the pilgrimage place. Strong pilgrimage. Best of all. Bhavat vida bhagavataha tirthi bhuta swayam prabhu. Tirthi kurvanti tirthani santastena gadabhritaha. Krishna is sitting inside you. So you go anywhere, that place is big pilgrimage. Any place you go, also jeder Platz, wohin die Weisen hingehen, das wird zum Pilgerplatz, zum Pilgerort. Weil das so rein sein, also überall, wo die reisen. He has no relation with his material world. He is most neutral personality. He is self-satisfied. Nobody could understand who is he. Alakshalinga bedeutet selbstzufrieden. Also keiner hat verstanden, wer ist er, und keiner hat ihn gekannt. Tatra bhavad bhagavan vaishaputro Tatra bhavad bhagavan vaishaputro Jadrichayagam atamanon apiksho Alakshalingo nijalabatushto Britascha balairavaduta Tvam dastavarsham sukumarupado Karuru bhavangso kapologatram Charvayatakshonas ullasat tullakarno Subhrananam kambu sujat kantam Tvam dastavarsham sukumarupado Karuru Das ist Vers 1.19, 26. His forehead, also sei Stirn, seine Hände, seine Schultern. Es ist wie Krishna. Sein Gesicht war so wunderbar, so wunderschön. So, er ist 16 Jahre. Very nice, very glamorous. Hand, leg, so nice. Anybody looking can feel strong attraction for Sukadev Gosvami, like Krishna. Also es ist wie Krishna hat er die Erscheinung, so erleuchtend. Tarvayutaksho unnasatulya karno subrananam kambusujatu kancham niguda joktam pritutunda vaksasam avartanavim baligalvudarancha digambaram bhakto vikirna kesham pradamba bahum samaratnamaham Nigura joktam Pitutunda Vakshasam Avartanabhim Baligal Budarancha Digambaram Bakro Vikirna Kesham Pradamavahum Samarattamaham Shyamam Sada Pibbabayangalaksha Strinam Managuru Chirasmitina Pratutthitaste Manayo Sasanebhyo Stallakshanaggya Upi Guru Varchasa. They are secret personality, nobody can know. But still, like fire. If fire is there with ash covered up, still fire cannot be, kept secretly. Shyamam, like Krishna. Body color is like Krishna. Also Shyamam, sei Farbe vom Körper, ist wie Krishna. Pipya. Shupibhyo, Bhakkasya. Is, chest is so.
Syamam sada pibba vayoanga laksha strinam manoguru chirasmitena. Any woman looking at. Also jede Frau, die was sie ihn angeschaut haben, die haben sich so angezogen gefühlt von ihm. Strinam manogyam ruchirasmitena. And then all Rishi Muni, they stand up. Und dann alle Rishis sind aufgestanden. Oh, da ist nur jetzt ein Bur in der Form von 16 Jahren. Warum steht sie alle auf? Aber der hat so eine Kraft gehabt, so eine Erleuchtung. Die Person, was da kennen ist, Sukadev Gosvami, Bharadvaj, Rama, Vashishta, sogar die Vater Vyasadev ist aufgestanden, um ihm Ehre zu geben. Pratyuthitaste munayo sasanebhyo stalakshanagya upi guruvarchasa. Though secretly, his personality is very secret, but those sages, they have their clear eyes. Also die Weisen, die haben komplett eine klare Sichtweise. Und die sind aufgestanden und die haben verstanden, was da für Person jetzt kommt. Und Sukadev Gosvami erscheint dann, so strahlend wie die Sonne. Pariksit Gosvami bringt ihm jetzt auch die Ehrerbietung dar. Sukadev Gosvami. Und Tränen in die Augen. Aho adbayam brahmano satsebhyaha khatrabandava Kipayauti-thirupena bhavadvit-tirthakakrita. You all have one pilgrimage, big. You all coming to give bestow keep on me. I'm very lucky. Jesam sangsmaranat pungsam sadyo suddhanti vaigriha king punar darsanos parso pad saucha sanadivi. What to speak? Whereas by your darshan, you all big sadhu. So durch Pariksit Maharaj spricht jetzt, O Brahmanas, together with all family and home atmosphere become very pure by your darshan. Alle, die was jetzt euren Darshan haben, die werden komplett gereinigt. Und jetzt ist der Sadhu kommen bei Sukadev Gosvami, der was wie ein uneingeladener Gast auf einmal auftreten ist, und der will ihm jetzt Barmherzigkeit geben. King Punar Darsana Sparso Pad, if I touch you, I become very big. Also wenn er ihn berührt, dann wird er gereinigt. Sangamo, Ambaris Maharaj speaking, I can speak. Bhiktamin is devotee, we can touch him, his lotus feet, we can become pure. Oh, if we can see a pure devotee, we can become pure. Also entweder wenn man berühren oder sehen, da kann mir gereinigt werden. Tadvitto gatto sangame, tadvitto gatto sangame. Tadvitya gatto Jesam smaranat pungsam saddu suddhanti vaigriha king punos darshanos parsapada saucha sanadivihi. Now Pariksit Maharaj getting great facility, the unique facility, nobody enjoying in this whole world. Also jetzt kriegt Pariksit Maharaj die goldene Chance, zu hören von Sukadev Gosvami, den maximalen Benefit. I am putting question because I am going to die. Also er will jetzt die Fragen stellen, weil er eben jetzt stirbt in 7 Tagen. So jetzt will er eben das fragen, wo er jetzt in der kurzen Zeit sein Leben zum Erfolg machen kann. Atho prichyami sansiddhim yoginam param gurum purushasyeha yat karyam mriyamanasya sarvadha. Could you kindly speak out that kind of bhajan procedure? Also kannst du bitte mir jetzt den Prozess sagen, von dem Bhajan, wie wir jetzt die höchsten Nutzen rauskommen. Und mit der Frage
enden wir jetzt und von morgen fangen wir an mit dem nächsten Vers, wo er eben jetzt die Fragen beantwortet im zweiten Kanto. Yoginam param gurum purushasya hayat karyam mriyamanusya sarvata atho prishami samsiddhim yoginam param gurum purushasya hayat karyam mriyamanusya sarvata. This way, Pariksit Maharaj give full submission, showing full submission unto the lotus feet of Pariksit Maharaj. This book I can explain tomorrow. So von morgen fahren wir weiter fort mit dem Kanto 2, der erste Vers. Meditating on the Purush in the heart. Krito lokahitam nipo atmavid sanamataho pungsam satabhyadi sujaparaha vanchakalpadurosya kipasindabhacho patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, when I started today, I speak, you see, what slok? Krishna is all attractive. Baraha vira migamadatirokam Kurunala Kandakam Kanjacham Kundu Kantam. This slope. Barha Pira Migamad. This slope, nice. You must remember. Barha Pira Natakara Babu, Barha Pira Migamad Kulakam. Two kind of slope is there. I slope, Barha Pira. Second slope. Very nice. But the second from different place. I can speak. But written by Sanatana Goswami like that. Barahapira Natavaravupu Varnayo Karnikaranam Vidharvada Kanaka Kopisam Vaijayantin Chamalam Randhana Bena Radara Sudaya Purayana Gopa Vindai Vindyaranam Sabadaramanam Pravishad Gita Kirti Manchakalputurus.